Love is in the air. Mir ist scheißegal, was der Wettermann sagt. An meiner rechten Seite Belasch, gegenüber K1 und Charles. Ja, willkommen im Podcast. Ja, hi. Willkommen. Danke. Willkommen. Ja, Mann. Vielen Dank für die Einladung. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr ungewöhnliche Sendung heute. Also nicht im negativen Sinne, sondern wie ihr sagen würdet auch, was du mal gesagt hast, was mir hängen geblieben ist, merkwürdig. Und zwar würdig ist sich zu merken. Ja. Wir haben auf jeden Fall meinen Dadasch K1 hier am Start, K to the One. Und wir haben den Bruder Charles Fleischhauer hier am Tisch. Ja? Und heute wird es definitiv nicht viel um Rap und Hip-Hop gehen, außer mit dem Tillmann Knechtel nochmal Volley. Nee, Spaß. Grüße auch an den Bruder, soll er sein Ding machen. Wir haben ein sehr, sehr ungewöhnliches Gespann hier gerade bei uns. Vielleicht könnt ihr euch mal beide mal ganz kurz für die Leute, die euch nicht kennen, ganz kurz introducen. Wollen wir bei K1 anfangen, ganz kurz? Ja. Alter vor Schönheit, ne? Also, den wollte ich gerade bringen. Ja, erster. Ich heiße K1, ich bin Vater, ich bin Videograf, ich bin Lehrer für Körperarbeit, also ich begleite Menschen bei ihren Höhen und Tiefen, ursprünglich auf körperlicher Ebene und jetzt mit wachsendem Alter und Reifegrad wird das scheinbar immer mehr und mehr zu einer Art geistigen Begleitung. Und ich finde es schön, jetzt auch selber in meinem eigenen Lernprozess jetzt weiterzukommen, indem ich meine Fühler ausstrecke und sehe, was andere Menschen noch in ihren Geistern so fabrizieren oder mit ihren Geistern. Deswegen ja, freue ich mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch, dass du da bist auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, Iran-Experte würde ich dich nennen. Iran und Persien, diese ganze Historie und so weiter. Dazu kommen wir nachher nochmal. Gerne. Cool. Ja, ich bin Charles. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Da mache ich auch diverse Interviews so mit verschiedensten Gästen zu verschiedenen Themen. Meistens dreht es sich um Alternativgeschichte, Esoterik viel. Ich war halt vor einigen Jahren Freimaurer, 7 Jahre sehr aktiv. Oft spielt das auch immer eine Rolle irgendwie bei den Themen. Und mache alles Mögliche. Kann man gar nicht so genau sagen, was ich da mache. Weil ich habe mir so vorgenommen, als ich angefangen habe mit YouTube, ich mache einfach Themen, auf die ich persönlich Bock habe. Und Leute, auf die ich interessant finde. Und die Themen variieren so von Politik über Geschichte, Esoterik, Religion, Pyramiden. Und so habe ich jede Woche eigentlich andere Themen, die dran sind. Und ja, läuft seit 2 Jahren. Der Kanal wächst und macht Spaß. Jetzt bin ich hier, macht auch Spaß. Aber ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, Charles, ihr beide habt sehr viel beizutragen in Bezug auf Geschichtliches und so weiter. Da, wo die Leute dann fragen werden, habt ihr das denn studiert? Wo sind eure Quellbereiche? Wie kommt ihr darauf, YouTube-Videos zu machen, noch und nöcher und über solche Sachen zu sprechen? Ja, also ich habe tatsächlich mal Religionswissenschaften studiert, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt die Uni, dass ich der so mein Wissen verdanke. Da habe ich mich damals durchgekämpft. Aber die Sachen, mit denen ich mich gut auskenne, sind die Sachen, für die ich brenne, wo ich einfach viel lese, viel erfahren will, forsche so. Und das ist einfach ein anderes Paar Schuhe. Eigenrecherche, also viel. Eigenrecherche, also Autodidakt hat man das früher genannt. Ich bin halt, seit ich 14 bin, habe ich irgendwie das Lesen für mich entdeckt. Jetzt bin ich 35, also sind auch schon über 20 Jahre nur am Lesen. Ja, sehr interessant. Wir sind ja die Generation, die nicht so gerne liest, hört man immer wieder, ne? Stimmt nicht und ich will auch Leute dafür begeistern. Ich habe auch viele Freunde, auch vor allem früher gehabt, die gesagt haben, ja, Lesen ist gar nicht mein Ding und so nerdy oder so. Und ich denke mal, ey, interessiert dich etwas? Weil jeden Menschen interessiert irgendetwas. Und dazu wird es auch ein Buch geben und dann kannst du mir nicht erzählen, dass dich das nicht interessiert. Und ich finde, Bildung ist sehr wichtig, halt dieses sich selbst bilden, nicht jetzt Schule, Uni und Ausbildung. Das ist nicht das, was ich mir unter Bildung vorstelle. Das ist Ausbildung, wo du für den Markt, für die Wirtschaft irgendwie vorbereitet werden sollst. Aber so diese richtige Bildung für dich selber. So. Das ist eigentlich eine coole Sache. Und so ein bisschen so nach dem Motto mache ich auch meinen Kanal. Themen, die mich interessieren, die mich begeistern, wofür ich brenne. Wenn ich mich da so reinknie und darüber eine Sendung mache, dann denke ich mir, dann begeistert das auch die Leute. Und das war bisher auch immer so. Also das merke ich dann auch an den Rückmeldungen, Kommentaren, Menschen, die mich kontaktieren und so. Schön. K1, bei dir? Bei mir auch Autodidakt, weil, wie wir ja alle bereits wissen, in der Schule werden uns ja gerade bestimmte Themen nicht vermittelt. Stichwort Herrschaftswissen. Und aber wenn man die Herrschaft über sich selbst erlangen will in diesen geistigen Bereichen und so, da kommt man in der Schule, also in der
normalen Schulen nicht sehr weit. Deswegen findet man dann halt Gruppierungen wie zum Beispiel die Freimaurer. Es gibt da, wo ich herkomme, in Köln, zum Beispiel auch die größte Osho-Community Deutschlands, was viele nicht wissen, also vom Bhagwan, ne? Nicht die Bhagwan, sondern der Bhagwan, der Osho. Ist es so Hare Krishna, diese Sekte? Hare Krishna haben auch einen Tempel in Köln. Achso, ich dachte, Bhagwan ist Hare Krishna. Nee, das sind zwei Unterschiede, Ach so, aber okay. beide aus Indien. Ach so, okay. Und bei den Hare Krishnas bin ich früher immer sonntags umsonst essen gegangen, aber das ist ein Geheimtipp. Ja, die nennen das Prasadam und so, das ist so gesegnetes Essen und so, das ist noch ein Geheimtipp hoffentlich. Kann ich sagen. Ja. Ich sehe auch immer an der Kirche, ich sag's auch kein, am Mittwoch und am Samstag sind da Leute, die nichts mit der Kirche zu tun haben, die wollen das Gemüse und die Äpfel. Aber aus ihrer Sicht, genau, aus ihrer Sicht nämlich, die wissen ja, die sind ja auch nicht blöde, die wissen ganz genau, da locken wir die Leute mit Essen an. Prasadam nennen die das dann, die bei den Hare Krishnas. Wenn die Leute da sind, werden die quasi von diesem Schwingungsfeld mitgenommen und die sollen dann quasi mit gesegnet werden. Also die segnen das Essen schon beim Kochen, bei der Zubereitung. Naja. Das erinnert mich an den Freifick bei der Corona-Impfung. Die Bratwurst. Es gab auch Freifick im Buff. Ja. Aber das war auch das war eine Veräppelung, ne? Weil der Typ, das war echt, glaube ich. das war echt, aber der Typ musste nachher ein Interview machen, der wurde dann so festgehalten und so, ja, jetzt hier haben wir den, weiß nicht, wie der hieß, aber auf jeden Fall so jemand wie wir halt leider. Und dann hat man den dann so plakativ vorgeführt für 30 Euro umgesetzt, den Wert. Hat Einmal quasi, spritzen fürs Abspritzen. Ja, hat der Seelenstrip, die ganze Nation Das ist kannte doch sein peinlich, Gesicht. ey. Das ist doch peinlich. Bratwurst für Impfung, Bombe. Um es zusammenzufassen, als Fazit, sehr auf Bücher fixiert gewesen, aber vor allem diese lebendigen Meister, die Menschen, hier unser Lieblingsfilm Karate Tiger oder einer unserer Lieblingsfilme, wo man einfach so diese Bruce Lee-Person hat und sagt, ey, der lebendige Meister, der Sensei, der Ostad, der, wie man den auch nennen mag. Und das hat mich auch immer fasziniert, der Sheikh, wie man sie auch nennen mag, also so, ja, Führer darf man nicht sagen, aber so geistige Führer, so menschgewonnene, geistige Wesen, wie auch immer, also zu dem man raufschaut. Mentor. Mentor, genau. Ja. Und das hat mich auch immer fasziniert. Habe mich da immer dran gehangen und habe versucht, so viel wie möglich zu lernen von denen. Und demnach, ja, findet man sich dann halt, sitzt man automatisch irgendwann an einem Tisch. Ne? Ja, das ist sehr interessant, weil wir sitzen jetzt gerade an einem Tisch auch aufgrund eines Vortrages, den ich von dir auch gesehen habe. Und zwar nicht Vortrag, sondern ein Gespräch, was du geführt hast. Und dann habe ich gesehen, dass du auch mit Charles ein Gespräch geführt hast. Und da ging es halt auch um antike Iran etc. pp. Und da habe ich schon gemerkt, okay, also die beiden, die haben es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Die wissen auch, wovon sie sprechen. Obwohl diese ganzen Themen natürlich dann auch irgendwo Interpretationssache bleiben, glaube ich. So 100%, weiß, glaube ich, keiner, was vor 3.000, 4.000 oder schon gar nicht vor 13.000 Jahren passiert ist. Und trotzdem fand ich einen bestimmten Aspekt sehr interessant. Und das war natürlich dann die Historie der Arier. Und jetzt sitzen hier 2 Iraner und 2 Deutsche an einem Tisch, ja, quasi. Und dass wir als Iraner da eine große Verbindung zu dem Begriff Arier haben und spätestens seit Onkel Adolf aus Österreich hier zugewandert ist und in Deutschland getan hat, was er getan hat, da hat auch die Nation Deutschland auch einen großen Verbund zu dem Begriff Arier. Ja. Und ich würde gerne heute, weil wenn ich mir alleine auf Charles' Seite angucke, was er alles für Themen durchnimmt, wenn ich mir angucke, was du für Themen durchnimmst, wo du sehr aber Iran-zentriert bist, dann könnten wir jetzt auch 20, 30, 40 Stunden lang wahrscheinlich über alles Mögliche reden und von einem Thema zum nächsten springen. Deswegen würde ich es für den heutigen Tag empfehlen und begrüßen, wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, natürlich auch auf Allgemeines, aber so ein bisschen den Fokus auf dieses Arier-Ding vielleicht ein bisschen und die Connection zwischen dem iranischen, indischen Volk mit dem deutschen Volk vielleicht herstellen können und so weiter und auch über den Zweiten Weltkrieg dann auch ein bisschen sprechen würden, weil das interessiert mich auch. Da habt ihr wahrscheinlich sehr viel dazu beizutragen, dass man die Verbindungen dazu auch herstellen kann, wenn man heutzutage N24 anmacht, wie ihr auch erkannt habt. Das ist ja fast schon so ein bisschen so wie so eine Adolf Hitler Gedenksendung oder so. Ja? Also da kommt ja jeden Tag irgendwie was. Und ich wollte eigentlich auch nicht zu den Leuten gehören, die, wenn sie über Geschichte sprechen, dann das Dritte Reich irgendwie hochziehen. Aber dort können wir eine andere Perspektive als im Mainstream vielleicht jetzt aber auch so ein bisschen eröffnen und ein bisschen in andere Bereiche gehen.
Also Gute Sache. Anekdote fällt mir ein. Abu Langwitz hat einen Mitarbeiter, also einen Kollegen, der ein bisschen einfach gestrickt, der fragte, ob Hitler tot ist, weil es gibt keine Dokus mehr über ihn. Respekt vor Langwitz. Übrigens, ich glaube, der Charles hat da echt viel zu sagen, vor allem, weil uns interessierte vor allem, also diese geistige Kultur, also mich zumindest, auch Charles und euch sowieso, diese geistige Verbindung, weil ich meine, es gibt in der Kunstgeschichte, es gibt in der Kochkunst, was weiß ich, im Sport, alles so viele Vermischungen und so weiter, aber mich persönlich hat immer interessiert dieser religiöse Aspekt, dieser geistige Aspekt. Und da haben wir diese Brücke zwischen Deutschland und Iran. Man nennt sie auch indogermanische Kulturen. Und allen voran eben diese Freimaurer, wo Charles der Experte ist. Und diese Freimaurer wiederum sind das Puzzlestück, das uns zu den Tempelrittern führt. Die Tempelritter führen uns zu den Javanmardi, also diese Pahlavan, diese Ritterkulte bei den Skythen, bei den iranischen Barbaren. Und diese iranischen Barbaren, die Skythen, wiederum zum Mithraismus. Ich wollte nur sagen, ich persönlich bin beim Mithraismus kleben geblieben und ich wette, die Zuschauer und alle wissen genauso wenig über Mithraismus wie wir alle, weil das ist das meiner Meinung nach fast schon größte Mysterium, was ich in meinem Leben begegnet bin. Mithraismus. Danke. Ich würde auch, vielleicht muss man bei dem Thema, damit es auch für die Zuschauer, die jetzt nicht Geschichtsnerds sind, bis in den letzten Winkel so ein bisschen einfacher erstmal so einsteigen. So. Weil wenn man über solchen Themen spricht, die Frage, wer sind die Arier, das sind ja auch praktisch Urvölker oder Vorfahren von uns. Dann geht es ja auch viel um Identität. Wer sind wir eigentlich? Wie definieren wir uns darüber, über Geschichte? Welches Geschichtsbild haben wir? Gerade in Deutschland herrscht ja so eine Tradition jetzt seit knapp 70 Jahren, dass man ein sehr negatives Geschichtsbild von sich selbst hat. Und das ist auch so eine Sache, die mich immer gestört hat oder schon als Jugendlichen so angeregt hat, mich selber mit historischen Fragen auseinanderzusetzen. Weil zumindest ging mir das so, irgendwie in der Schule lernst du so gefühlt, ja, bist Deutscher, irgendwie deine ganze Geschichte ist scheiße, eine Ansammlung von schwersten Verbrechen. Da ist nichts, worauf du stolz sein kannst und vielen Dank dafür. Und das hat mich immer verletzt. So. Ich bin der Letzte, der irgendwie Sachen, wenn jetzt die Deutschen auch in der Geschichte Schattenseiten hatten, der das leugnet. Aber es kann ja nicht alles schlecht gewesen sein. Also habe ich angefangen, da zu forschen. Und dann kommt man in diese Themen, beschäftigst du dich erst mit deiner eigenen Geschichte. Irgendwann interessieren dich auch andere Kulturen. Dann merkst du Parallelen, Verbindungslinien. Und was Kayvon schon gesagt hat, ist ja auch interessant. Man nennt das indogermanische Sprachen. Man hat irgendwann mal festgestellt, die Sprachen der Völker sind miteinander verwandt. Gibt es sogenannte Sprachfamilien. Und dann stellte sich halt raus, dass einige der europäischen Sprachen oder die Mehrheit ist verwandt mit Sprachen, die bis nach Indien, Sanskrit oder Persisch, und dass da scheinbar mal diese Völker miteinander verwandt waren oder immer noch sind, die räumlich so weit getrennt sind, die auf den ersten Blick ganz andere Kulturen haben, wo die Menschen sogar ein bisschen anders aussehen, wo man das jetzt gar nicht erwartet hätte. Und steigst du dann da ein, dann fällt dir immer mehr auf, also so Parallelen, nicht nur von der Sprache und Kultur und Gebräuchen, eben auch diese ideengeschichtlichen Sachen, religiöse Kulte, Esoterik hinter den Religionen. Ne? Wenn man jetzt die Religion nur sehr oberflächlich als Konfession auffasst, wie es viele Menschen tun, dann sind die sehr getrennt voneinander. Dann ist Islam und Christentum was ganz anderes. Schaust aber ein bisschen hinter den Schleier, was eigentlich mystisch mit den Religionen gemeint ist, dann merkst du, wie ähnlich die sind, wie verwoben die sind. Ja, und das ist so ein weites Feld. Da kannst du ein Leben lang forschen, dich selbst suchen, alles Mögliche finden. Aber es ist interessant, weil wir jetzt ja auch in Deutschland, gerade durch die Einwanderung und dadurch, dass wir jetzt eine multikulturelle Gesellschaft geworden sind, ja auch wieder mit diesen Identitätsfragen, die uralt sind, konfrontiert sind. So. Na, jetzt sitze ich hier mit Persern oder Iranern, mein Opa hätte das nicht gekonnt. Ne? Der hätte dann irgendwas über iranische Kultur in einem Buch nur lesen können. Und wir leben jetzt aber zusammen, wir können uns austauschen, in guten wie in schlechten. Und es ist wichtig eigentlich für uns alle, auch zu wissen, wo wir herkommen, wie sich die Völker entwickelt haben. Und das ohne so einen Chauvinismus, dass du sagst, wir sind besser als die oder was auserwählt ist oder irgendwas, sondern so auf Augenhöhe und familiär eigentlich. Ne? Das ist auch meine Botschaft so für die Welt da draußen. Versöhnung. Leute, lernt euch kennen im Positiven. Schlechte Erfahrungen macht man auf der Straße und in der Gesellschaft genug. Aber dann immer wieder sich auf Versöhnliches
wieder besinnen, auch wenn du mal ein Arschloch aus irgendeiner Kultur getroffen hast zum Beispiel. Passiert ja auch immer. Habt ihr da schon mal den Rechtsstempel abbekommen auch? Also ich ganz oft, ich musste mir schon 100-mal in meinem Leben anhören, dass ich Nazi bin oder irgend sowas, wenn ich meine Meinung gesagt habe zu historischen Themen oder politischen. Kannst du da kurz was aufführen? Also so ganz konkret, worum ging es da? Ach, ging es zum Beispiel, ist jetzt heikles Thema auf YouTube, Ursachen Zweiter Weltkrieg, oder Erster Weltkrieg. Wer hat da eigentlich die Strippen gezogen und wie fing das an? Und da habe ich dann auch schon mir anhören müssen, ja, das ist Nazi. Das ist so lächerlich, weil ich denke, guck dir meinen Freundeskreis an, guck dir meine Familie an, kann irgendwie nicht so passen. Aber du kriegst natürlich sofort den Stempel. Aber ist mir auch scheißegal. Also, Ich finde es interessant mittlerweile, warum die Leute den Nazi-Stempel bekommen. Weil ich glaube, der Nazi-Stempel an und für sich, den irgendwie jeder mal, glaube ich, mittlerweile bekommen hat. Ich weiß nicht, Kayvan, wie es bei dir ist, aber ich war auch schon mal Nazi. Ich auch. Wie auch immer das funktionieren soll. Aber na gut, bei ihm könnte man es noch optisch verstehen. Nur die Sache ist halt, dass dieser Stempel halt immer mehr und mehr an Power verliert. So kommt mir das vor, je inflationärer er benutzt wird. Und dann frage ich mich halt in dem Augenblick, Charles, wenn du das damals abbekommen hast, woran lag es? Also waren es bei dir also historische Analysen, die Leute dazu bewegt haben zu sagen, Charles, du bist Nazi, rechts, wie auch immer. Und ich weiß nicht, sind diese Videos noch online, um die es da ging? Ja, da ist ein Video ist noch online. Ich muss gerade überlegen, wie das hieß. Irgendwas müsste ich... hieß denn das? Ich glaube, Kriegsausbruch 1939 oder so habe ich so ein Video gemacht. Ich persönlich... Ja, Kriegsschuldfrage, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und ich vertrete eigentlich ich bin kein Nationalist oder so, dass ich so einen Standpunkt vertreten würde. Aber ich finde es halt interessant, mal sich Geschichte genauer anzugucken, weil Geschichte ist wie ein großes Schachbrett. Da sind viele Akteure und die haben alle mitgespielt. Und wenn du jetzt N24, den Adolf Hitler Gedenksender, dir reinziehst, dann wird ein Bild vermittelt, als wäre da ein Schachspiel, wo nur ein einziger Akteur, dieser Adolf Hitler, über den sie den ganzen Tag reden müssen, als ob nur der seine Figur bewegt hätte. Und alle anderen waren nur Bauern auf dem Schachbrett. Die hat er dann alle weggekickt, bis man ihn gestoppt hat. Und ganz so einfach ist die Geschichte nicht. Und gerade London, sag ich mal, und ich habe selber mehr oder weniger Verwandte in England, also ich bin der Letzte, der was gegen Engländer hat, aber rein historisch wurden in London viele Kriege gestrickt. England war ein Empire, die haben ein Viertel der Welt beherrscht und die haben gerade in der Epoche 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts überall ihre Finger im Spiel mitgehabt und da kann man ja mal drüber reden und sich Gedanken machen. Mehr tue ich nicht. Ich wiederhole mich da immer ganz oft, muss ich auch aufpassen, dass ich es nicht schon wieder mache, aber ich sage genau das, unseren Schulunterricht bis 1933 die Welt ein toller Ort, bis 1945 wieder alles schlecht. Und was wir letztens gemerkt haben, selbst wenn du ein Deserteur warst im Dritten Reich, du hattest mit Stalin, also den Russen zu tun, die das gleiche Mindset hatten von der Führung und den Kolonialmächten. Also ich sage dann auch immer, der ist genauso schlimm gewesen, aber es ist halt safe, dass es nur einer von vielen schlimm war. Ne? Genau, eigentlich war das so wie als ob, was weiß ich, verschiedene Gangs oder irgendwas haben ihren Konflikt. Kannst ja auch nicht hinterher hingehen und dann sagen, die einen waren ausschließlich die Akteure und die anderen alle ganz harmlos. Du wirst lachen, genau das Beispiel mache ich immer, diese Rocker-Sachen, wo jemand was übernimmt, aber eigentlich die Einstellungen sind gleich, es ist nur eine Frage der Kraft gewesen. Ja. Ich glaube, die Leute machen einen großen Unterschied darum, dass die Deutschen damals es auf eine spezielle Fremdethnie abgesehen haben und ein Stalin oder wie auch immer hat sein eigenes Volk irgendwie verrecken lassen. Und da merkt man schon, dass auch immer noch dieses Denken von das eine Leben ist wertvoller als das andere wahrscheinlich vorherrschen muss, weil also wenn es nach unserer Definition geht, die wir beigebracht bekommen durch Schule und Fernsehen, sollte man ja keine Unterschiede machen zwischen den Menschen. Jedes Leben soll ja eigentlich gleich wert sein. Da müsste aber auch das russische Leben eigentlich genauso viel wert gewesen sein damals wie das jüdische Leben oder heutzutage müsste dann aber auch das syrische, jemenitische Leben genauso viel wert sein wie das ukrainische. Und da merkt man halt einfach, dass da die Berichterstattung im Fernsehen da von der Realität dann doch abweist, was man den Leuten dann irgendwie verkaufen will als die moralische Instanz. Die wird dann selbst aber gar nicht eingehalten. Und da entlarvt sich die Doppelmoral. Und ja, zwar von alleine. Es gibt eine Hierarchie der Opfer. Ja. So kann man das sagen. Leider Gottes ist das so. Krass das Wort, ja. Ja, Kayvan, du wurdest gerade... Nee, kein Problem. unterbrochen. Ihr bestätigt das eigentlich nur, spricht das aus, was ich sagen will. Und zwar auch mit dem Thema Schachspiel. Wenn man dann als Unparteiischer sozusagen einfach versucht, einfach die Handlungsmotive von beiden Seiten zu durchleuchten, dann
stellt man andere Sachen fest, als wenn man nur auf die eine Seite guckt oder nur auf die andere Seite. Weil, ich sag mal, wenn zwei sich streiten, haben zwei immer irgendwie eine subjektive Sicht und auch eine subjektive Begründung, warum sie das machen. Und da versuche ich immer herauszufinden, was beide so motiviert. Und dann gehe ich nicht hin und sage, hey, nur du, ja, oder nur du. Und in dem Fall finde ich das zum Beispiel auch interessant, wie ein jeder seine eigene Geisteshaltung offenbart. Klar, die Medien, die ja ursprünglich einen Bildungsauftrag und eigentlich schon immer einen Bildungshintergrund hatten, also auch eine Meinung zu bilden, die entlarven sich insofern, dass sie eben bestimmte Sachen fokussieren und sagen, schaut mal her, da ist eine offene Packung, da, obwohl hier 20 offene Packungen auf der anderen Seite liegen. Also ich kann nachvollziehen, dass man Clickbaiting, Auflagensteigerung haben will und ich merke selber auch hier bei Social Media, wenn ich irgendwas Kontroverses poste, dann springen die Leute eher drauf an. Oder wenn ich hier so ein, keine Ahnung, jetzt blödes Beispiel, aber eine überfahrene Taube fotografiere auf der Straße, dann hast du viel mehr Reactions, als wenn du wie so einen schönen Baum fotografierst. Von daher verstehe ich auch, dass die ihren Job machen wollen mit viel Buhai, aber dennoch, wenn sie gleichzeitig diesen Bildungsauftrag oder diese Verantwortung haben, so wie wir ja auch eine Verantwortung haben. Ich kenne einen türkischen Sänger, jetzt nicht persönlich, aber der hat ein Lied gesungen. Die türkischen Zuschauer kennen das, dieses Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Ey, da haben sich Leute umgebracht bei dem Lied in der Türkei. Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen. Es gab voll viele Leute, die sich wegen dem Lied umgebracht haben. Diese Arabeskmucke, wie viele sich ritzen? Ja, und das ist halt die Verantwortung auch, die Künstler haben oder Kultur- oder Bildungsschaffende. Und in dem Fall jetzt nochmal, um auf die Medien zurückzukommen, ich finde das echt asozial, was die machen. Das, als wenn die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst wären, dass die wirklich Leute aufeinander hetzen, dass die, Stichwort Islam, ich bin jetzt selber kein Moslem, ich habe aber Respekt vor allen Religionen und in jeder Religion ist Essenz, eine lebendige, heilige Essenz drin, sonst wird das ja nicht existieren. Aber dann nimmt man irgendwelche Einzelfälle, so einen Irren, der dann in so einen, keine Ahnung, Menschenmenge reinfährt. Und nur weil er vorher Allahu Akbar gesagt hat, oh, jetzt Islam beispielsweise oder mit dem auserwählten Volk. Die andere abrahamitische Religion. Bei dem auserwählten Volk, da habe ich auch total Respekt. Also ich liebe das Judentum wirklich, auch die Praktiken von denen und so weiter. Auch die christliche Liturgie, da kann man so viel lernen, Symbolik, bla bla blub. Aber was die Medien machen, die zeigen nur auf das Hässliche und auf das Niederträchtige. Und aktuell jetzt gerade, wo wir in einer Zeit leben, wo eigentlich Versöhnung der Schlüssel sein sollte, genau da vergiften die quasi den Brunnen. So. Und das sind Brunnenvergifter in meinen Augen. Ich hoffe, das ist kein Hate Speech, sondern ich habe gehört, ist 100 Pro Hate Speech. Ja, mach ruhig weiter. Also man sagt, ich habe gehört, dass das als Hate Speech. Great Speech. Freie Rede, ne? Ja, also absolut sind wir alle uns einig darüber. Wenn wir jetzt nochmal in den historischen Bereich gehen, den ich am Anfang angesprochen habe. Ja? Es ist halt so, dass sich natürlich für den Laien, so wie mich auch teilweise, also mich hat halt immer wieder gewundert, wie kommt jetzt irgendjemand, der aussieht wie ein anatolischer Opa aus Österreich, ja, und versucht den Leuten irgendwie anzudrehen, dass sie aussehen sollen wie blauäugige Wikinger. So. Und die alle so aussehen wie er selber, die müssen gehen. Ja? Das ist die Verhöhnung. Das ist die Ich habe das nie verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe dieses ganze Aria-Ding nicht verstanden. Ich habe die Symbolik nicht verstanden, die da umfunktioniert wurde, ob es die Swastika war oder auch teilweise, als ich damals mein eigenes Logo, 187 Beats damals gemacht habe, nach dem alten persischen Vorbild, Zarathustra etc. pp., da haben Leute das gesehen auf dem Plakat und meinten, nee, das kenne ich doch von den Nazis.
So, ne? Also da merkt man halt auf jeden Fall, dass da einiges aus der Vergangenheit genommen wurde durch den Nationalsozialismus und da wurde eine eigene Ideologie erschaffen und dadurch wurden dann auch einige Symbole wie die Swastika und so weiter eigentlich auch für immer zerstört, genauso wie der kleine kurze Oberlippenbart, den auch keiner mehr trägt. Das Sonnensymbol. Das Monjou-Bärtchen, sagt er. Das Monjou-Bärtchen. War richtig stylisch. Wenn du einmal in der Türkei bist, Bruder, und du guckst mal die alten Fotos von deinen Bekannten und Verwandten und so weiter an, die sahen alle damals aus wie Adolf, ja. Aber jetzt mittlerweile hat er den Trend für alle mitgefickt, sage ich mal so. Dementsprechend können wir ja mal kurz auch mal so darüber reden. Was ist eure Meinung darüber, wie das so zustande gekommen ist? Ja, der Nationalsozialismus und die Zeit, die ist schon sehr interessant. Wir werden ja praktisch täglich damit konfrontiert. Es gibt verschiedene Zeitschriften und Fernsehsender, die da so eine Gedenkveranstaltung machen. Und da ist immer einseitig, aber die wahren Hintergründe werden ja nie thematisiert. Und was zum Beispiel sehr interessant ist, dass der Nationalsozialismus ganz viel mit Okkultismus und Esoterik zu tun hat. Ja. Die NSDAP war ja zuerst die DAP, die Deutsche Arbeiterpartei. Und das war eigentlich ein Flügel von dem sogenannten Thule-Orden. Und der Thule-Orden war in München gegründet worden von einem Freiherr von Sebottendorf. Und das war so ein Rechtsesoteriker, sehr interessanter Typ, also von seinem Leben her, weil der sehr mysteriös ist, man weiß gar nicht so viel über den. Der hat diesen Thule-Orden gegründet, das war wie eine Freimaurerloge organisiert, hatte aber so Runenesoterik, da hatten sie dann auch die Swastika, das spätere Hakenkreuz als Symbol. Und das war so eine Organisation, die war sehr bürgerlich. Da waren irgendwelche Adligen drin, wohlhabende Leute, hohes Bildungsniveau. Und die hatten dann irgendwann die Idee, wir brauchen auch für die Arbeiter eine Gruppierung. Das war die DAP. Und da kam dann später Hitler rein. Diese Thule-Gesellschaft-Geschichte, die ist aber sehr, sehr interessant. Vielleicht bevor du weitergehst in Richtung NSDAP. Ich wollte bei Thule auch weitermachen. Okay, super, gut. Weil da wird es jetzt abgefahren, wenn man sich diesen Sebottendorf näher anguckt. Weil damit habe ich mich mal befasst, weil ich wollte das auch alles verstehen. Wie kann denn das sein, dass so eine Organisation wie die NSDAP eigentlich so einen esoterischen Orden erstmal davor hat? Und Sebottendorf hat sein Leben, die größte Zeit seines Lebens in der Türkei verbracht. Im Osmanischen Reich. Das ist schon mal abgefahren. Das war ein Deutscher und der hat aber die meiste Zeit im Osmanischen Reich, im Orient gelebt. Und der hat einen Roman geschrieben, Talisman des Rosenkreuzers. Das ist so ein bisschen autobiografisch. Es war ein Roman um eine Figur, aber man geht so davon aus, dass er das selber war, den er da beschreibt. Und da geht es halt auch um einen jungen Mann aus Deutschland, der ins Osmanische Reich kommt und dann mit Freimaurerlogen zu tun hat, mit Juden, also er hat einen Lehrer, der ist Jude und der weist ihn so in die Kabbalistik ein und jüdische Geheimlehre. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn diese Geschichte vielleicht stimmt und das war so sein Leben, was können denn das für Kreise gewesen sein, mit denen er in dieser Zeit in der Türkei Kontakt gehabt haben könnte? Und das ist jetzt spannend, weil da gab es eine Gruppe, die Dönme, heißen die auf Türkisch. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, kann man auch nur ein bisschen länger erzählen. Das war eine Gruppe, es waren ursprünglich Juden im 16. Jahrhundert und die hatten einen Anführer, Sabbatai Zvi. Und Sabbatai Zvi hat gesagt, ich bin der Messias. Ich bin der Messias. Die Juden warten ja in ihrer Religion, dass der Messias kommt. Er hat gesagt, ich bin da. Dann haben ihm viele Juden gefolgt, haben gesagt, geil, der Messias ist da sozusagen. Bis zu 1 Million damals, glaube ich. Riesengruppe, der wurde eine Großmacht innerhalb des Osmanischen Reiches. Und der Sultan, dem hat das natürlich irgendwann Angst gemacht. Da hat er Sabbatai Zvi zu sich rufen lassen und hat gesagt, wenn du der Messias bist, wir werden dir jetzt den Kopf abhacken. Dann wächst er ja nach. Oder du wirst Muslim. Und dann hat Sabbatai Zvi ist zum Islam übergetreten. Und dann haben seine Jünger, die waren ja Juden, ein Teil hat gesagt, krasser Verräter, war ja voll die Verarsche, war kein Messias. Und ein anderer Teil ist auch zum Islam konvertiert. Und die nannte man dann diese Gruppe Dönme. Und die hatten ihr Zentrum in Thessaloniki. Thessaloniki ist heute Griechenland. Hätte ich auch gesagt, Griechenland. Ne? War damals Osmanisches Reich und da war das Zentrum. Und die haben eigentlich eine eigene Religion gehabt. Das waren auch keine richtigen Juden mehr, weil im Judentum ist es so, wenn der Messias gekommen ist, gelten die jüdischen Gesetze nicht mehr. Und in ihrem Glauben ist er gekommen. Das heißt, die hatten irgendwie so verdrehte Regeln. Und interessanterweise haben die dann auch die ersten so westlichen modernen Schulen im Osmanischen Reich in Thessaloniki gegründet. Übrigens, Kemal Atatürk ist dort zur Schule gegangen, den haben die ausgebildet. Und man sagt halt, dass diese Dönme in Verbindung dann auch mit Freimaurerlogen, die über Italien kamen, es gibt so eine Connection, italienische und französische Freimaurerei, die sind immer sehr revolutionär, dass die
türkische Revolution auch gemacht haben, den Sultan gestürzt haben, die türkische Republik gegründet haben. Und das müssen so die Kreise gewesen sein, wo sich eben halt auch dieser Sebottendorf bewegt hat. Und das ist jetzt, ich musste so weit ausholen, um das mal so ein bisschen verstehbar zu machen. Und der Typ, der jetzt eigentlich dort mit solchen Okkultkreisen zu tun hat, gründet in Bayern die Keimzelle der NSDAP. Und das lohnt sich schon, das nachzuforschen. Da kann man echt lange drüber nachdenken, wie da jetzt wirklich die Strippen zusammenlaufen. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe auch gehört gehabt, dass Sebottendorf auf jeden Fall Teil der türkischen Loge war. Und dass die orientalische Loge sich aber von der Ideologie angeblich irgendwie schon unterschieden hat von der westlichen Loge etc. Man weiß es nicht. Aber diese ganze Thule-Gesellschaft, die hat halt einen sehr mysteriösen Background. Und auch einen, wie du schon gerade gesagt hast, okkulten Background. Und es geht dann aber doch noch ein bisschen weiter zurück, sogar in den Germanenorden früher, oder nicht? Da, kennt ihr euch da auch so ein bisschen mit der Nummer aus? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen Licht reinbringen? Ich habe gehört, dass im Ersten Weltkrieg, dass der Germanenorden sich dann quasi so ein bisschen aufgelöst hat. Viele waren im Krieg etc. pp. Und der Germanenorden an und für sich war ja eher so ein bisschen das mysteriöse Schattenprodukt, wo die Thule-Gesellschaft aber dann doch schon so ein bisschen öffentlicher war, ne? Und dass der Germanenorden quasi einen fließenden Übergang zur Thule-Gesellschaft gehabt hat und die Thule-Gesellschaft zur NSDAP, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Es gab, mit dem Germanenorden kenne ich mich selber jetzt nicht so gut aus, aber es gab so ein paar solcher okkulter Orden. Und da kann man dann auch den Bogen zu unserem Meta-Überthema, was wir heute haben, mit den Ariern machen. Weil es war so, dieser Begriff Arier kommt eigentlich aus den Sprachwissenschaften, dass man so, oder Geschichtswissenschaften, das waren Völker im Iran, heutigen Iran. Die hat man dann arisch genannt. Und es gab aber dann so im späten 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts so ein paar esoterische, rechtsradikale Orden. In Deutschland gab es noch den Neutemplerorden und die Ariosophen. Und die haben jetzt diesen Arier-Begriff eigentlich so aufgegriffen und haben dann gesagt, ja, die Arier waren irgendwie so eine blonden Übermenschen, die kamen eigentlich aus dem Norden und die haben das auch esoterisch aufgeladen. Also denen so eine, ja, spirituell ist eigentlich das falsche Wort, weil das war ja, was die gemacht haben, so eine Verdrehung letztlich. Aber so in deren Weltbild waren das dann die auserwählten blonden Menschen, so wie das dann auch später bei Hitler war. Das ist da so mit reingeflossen. Ich habe noch eine Frage, weil wir sprechen über die Ursprünge, hat nicht auch diese, wie nennt man das, über Odin und Thor, halt diese Germanenkulte, genau, ob das auch viel eingeflossen hat, weil ich hatte einen Bericht gesehen, Hitler hat dann ganz viel Geld ausgegeben, um so einen Mammut zu finden, was es gar nicht gab. Genau. Ja, aber bei diesen nordischen Kulten ist es ja auch so, ja, die haben das instrumentalisiert, ne? Ja. Und das ist ja auch schade, weil das ist eigentlich ein ganz spannendes Feld, nordische Mythologie. Kannst du dich heute nicht mehr mit beschäftigen, bist du gleich in der rechten Ecke. Genau. Sofort. Oder Runen, das sind die Schriftzeichen von den alten Germanen. Wenn du jetzt Runen eintätowierst, bist du auch gleich rechtsradikal, ne? Ja, das ist interessant, dass die Leute damals, also soweit ich weiß nicht, wie bewiesen das ist, aber Adolf Hitler soll ja auch Lanz Liebenfeld abonniert haben, ne? Sein Magazin und so weiter, wo es da schon um diese ganzen Geschichten ging, wie den Gottmenschen und dieses ganze, was eigentlich auch so ein bisschen den Keim des Antisemitismus so ein bisschen dargestellt hat, das haben wir schon im Ersten Weltkrieg schon hier gehabt. Ne? Bei Lanz von Liebenfeld ist interessant, das war der Typ, der diesen Neutemplerorden gegründet hatte. Und er hatte dann so eine Theorien, dass praktisch die Arier oder die Herrenmenschen früher, die kämpften, er nannte das Sodomsäfflinge, gegen so eine Art affenartigen Halbmenschen oder so. Und das Spannende dabei ist, jetzt gibt es ja heute so Verschwörungstheorien mit Reptiloiden. Mhm. Und dass es eigentlich irgendwie so Echsenmenschen gibt. Und das hat, wenn man das so zurückverfolgt, da seine Wurzeln. Mhm. Dass es da noch so eine nichtmenschliche Rasse gab irgendwie. Aber diese Idee, dieses Übermenschen, ja, so. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, so die, da weiß Kayvan bestimmt eine Menge darüber, das haben wir mindestens seit dem Gilgamesch-Epos, ne? Es ist interessant herauszufinden, was meinen die mit Übermensch überhaupt. Und ich persönlich finde diesen Begriff unglücklich gewählt. Das klingt so, wie als wenn überall Menschen sind und da gibt es Einzelne, die sind da drüber. Aber um jetzt mal meine Herkunftskultur zu nehmen, weil ich ja auch versuche, objektiv zu gucken, was sagen die einen und was sagen die anderen. Da gibt es eben diesen Mithraismus, den ich am Anfang ansprach. Das größte Mysterium, das ich jemals begegnet bin. Aber andererseits wiederum ist es das, was ich als erstes mitbekommen habe. So. Das heißt auf Iranisch Mehr Parasti oder die Religion des Mehr. So wie das deutsche Wort Mehr, M-E-H-R. Und dieses iranische Wort Mehr heißt in
sowohl Barmherzigkeit, Güte, wie auch so eine Art Kriegermensch. Also das war wohl auch so eine Art Kriegerkult, also die Assassinen zum Beispiel, ne? Nur um so wieder so ein Beispiel zu nennen. To assassin someone ist ja schon in der Bedeutung jemanden meuchelmorden, so hinterlistig abkillen. Aber die Assassinen, die haben auf so einer Festung gelebt, jahrhundertelang, und erst die Mongolen, also die konnten erst diese Festung platt machen. Und als sie dann die Festung platt gemacht haben, haben sie damals wohl eine der größten Sternenobservatorien entdeckt. Das war ein mystischer Orden. Ja, das waren Mystiker aber gleichzeitig Krieger. Wenn wir dann in den Bereich wie in der Freimaurerei dann reingehen, in diesen geheimen Orden und diesen mystischen Kulten, da geht es auch immer um Schweigen, Verschwiegenheit. Die Frage brennt, ich muss immer aufpassen, die Gäste nicht zu unterbrechen. Ihr habt so recht, das ist so spannend. Und wir hatten eine Rap-Gruppe, West-Berlin Assassin, und kannten das halt auch. Und die Mythe, was ich gehört hatte, ist, die hießen früher Haschaschinen, dass die halt immer auch geraucht haben und sehr ruhig waren, eher so wie Ninjas, nicht so grobmotorisch wie die Kreuzritter, sondern eher sich so rangeschlichen haben, Meuchelmörder oder so, ne? Ja, und ist da was dran, dass das Haschaschin früher hieß? Das habe ich auch so gelernt. Das ist wohl die Lehrmeinung, dass das was mit dem Haschischkonsum zu tun hat. Aber ich habe jetzt auch herausgefunden, dass es eigentlich bedeutet die Hassaniten sozusagen, weil der Anführer der Assassinen hieß Hassan es-Sabah. Und das war ein Mystiker. Da sagt ein fast schon Heiliger, so ganz krasser Typ. Und dieser Hassan es-Sabah und hatte halt eben die Hassassinen, die Hassan-Anhänger sozusagen. Das ist so die andere Bedeutung. Und es gibt da so Storys, wie sie dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau, Nisariten oder irgendwelche, keine Ahnung, Babylon, Syrien, die Ecke. Da haben sie so einen gesicherten Fall, wo sie dann jahrzehntelang, glaube ich, so ein Leibbodyguard von irgendeinem Fürstenkönig, keine Ahnung, hatten, der dann plötzlich auf Kommando dann gekillt hat und dann irgendwie rauskam, dass das ein Assassine war und der seit Jahren da infiltriert hat und durch das Schweigen, durch das Anpassen, halt wie so ein Ninja, so wie so ein Schattenkrieger. Und deswegen hat man heutzutage auch so direkt diesen Frame, dank an Hollywood, dass das dann direkt so hier diese Terroristen sind und so Meuchelmörder. Aber der Meuchelmord ist vielleicht so populär, Stichwort Medien, die halt immer nur auf die Kacke zeigen. Aber man könnte das jetzt auch mit der japanischen Tradition vergleichen, wo du zum Beispiel genau das Gegenteil hast, wo du die Meuchelmörder, nämlich die Ninjas, eigentlich als Helden durch Hollywood vertreten hast. Also Partisanenkämpfer, ja. Die sind nachts gekommen und haben gemeuchelt. Also die Ninjas waren ja nicht Leute, die am Tag gekommen sind, ich habe ein Problem mit dir, lass uns kämpfen. Ja, und sogar für Kinder, ne? Und die Mythe war auch immer bei den Haschaschinen halt, was ich gehört hatte, schon länger, dass die auch halt körperlich unterlegen waren gegen die Feinde, die hatten. Also auch, weil ich stelle mir so naiv vor, die halt aus den europäischen Ländern, die Kreuzritter, die waren dann schon so mehr germanisch und breiter so, ist das richtig? Und dann, die waren körperlich unterlegen, haben es halt durch Technik gemacht. Das könnte wirklich eventuell Mythos sein. Wenn man jetzt noch weiter zurückgeht in die Vergangenheit, dann liest du die Bibel und siehst dann Goliath, der Palästinenser, er war der größte von allen. Also ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Aber das ist spannend, weil du das ansprichst, weil Goliath in der Bibel ist ja Philister. Und die Forschung geht davon aus, dass die Philister Nachkommen waren von den sogenannten Seevölkern. Das war so eine Ansammlung von Völkern, die haben das alte Ägypten überfallen und kamen irgendwie aus Norden, also aus dem Mittelmeer, vielleicht kamen die aus Griechenland oder so, von der See. Und dann haben die da Krieg mit den Ägyptern gehabt und dann haben sie sich da in Palästina niedergelassen. Das waren die Philister. Und vielleicht macht das auch deshalb Sinn, dass der so groß war oder dass die so spezielle, heftige oder der Krieger Eindruck, Kayvan so. ist eher so ein bisschen kleiner, der breite Charles. Vielleicht ist das Bild, was ich jetzt gerade habe. Ja. Kann auch sein. Aber Philister und Palästin und Palästin liegt schon alles so ein bisschen auch beieinander halt, ne? Vom Sprachlaut her. Ja, natürlich. Das ist das Land der Philister ursprünglich. Ja. Und das ist sowieso, wir haben heute so ein bisschen so ein Bild, wenn man dann über die Vergangenheit spricht, als wären jetzt die Völker von damals die Völker von heute. Es gab so viel Durchmischung über die Jahrhunderte, durch Eroberung, durch Handel, durch Einwanderung, durch dies, durch das und keine Ahnung, wie die Deutschen vor 1000 Jahren aussahen. Oder andere Völker. Man hat zum Beispiel bei Mongolen so Mumien gefunden, die waren blond.
Gibt's heute gar nicht mehr in der Mongolei. Ja, geil. gab's blonde Mongolen offensichtlich. Ne? Na, also jetzt noch mal ganz kurz zum Kern der Frage zu Kayvan zurückzukommen. Also du bist der Meinung, dass das eher mit dieser Übermenschlichkeit, die wir dort im Dritten Reich gehabt haben, dass das eher zurückzuführen ist auf kriegerische oder speziell begabte, aber nicht auf übernatürliche Wesen. Weil es geht ja darum, dass man über übernatürliche Wesen spricht, also Halbgötter zum Beispiel, Demigods mit speziellen Fähigkeiten, alles, was man seit dem Gilgamesch-Epos noch und nöcher wieder vorgekaut bekommen hat. Also vielleicht sogar von Göttern mitgezeugt oder aus anderen Sphären. Auf jeden Fall mächtiger als der normale Mensch. Nicht durch Aneignung von Kampfkunst oder so. Da geht es dann wirklich um Genetik. Im Islam sind es ja die Djinns, fällt mir eigentlich auch ein, ne, Belasch? Genau, und die Djinns zum Beispiel, ganz interessant, ich liebe dieses Themenfeld. Schöne Grüße an meine Schwester Sheila, Parallelen die Djinn-Expertin. Also die Frauen vor allem in dieser islamischen Welt, ne, die voll mit den Djinn und so weiter verbinden. Aber Djinn ist auch wieder so ein Sammelbegriff, ne? Weil in der iranischen Magie gibt es eine Kategorisierung, also gibt es 4 verschiedene, die auch in der europäischen Alchemie dann vorkommen, also Elementarwesen, also bei dem Element, es gibt ja 4 lebendige Elemente, Feuer, Erde, Luft, Wasser, und bei dem Feuer nennt man sie Salamander, klingt auch so wie Salomon fast, aber bei dem Element Erde sind es dann halt eben die Djinn oder auf Europäisch die Gnome, auf Iranisch Djenin, Javidan, also unsterbliche Spirits. Das Element Luft, die Sylphen, die Silvani, so wie Transsilvanien und so, die Waldgeister oder die Luftelementgeister. Und dann gibt es eben die Wassergeister, die Undinen oder Anduin und so weiter. Also, aber da, wo ich herkomme, nennt man die alle Djinn, weil man es so wie Spirits so zusammenfasst. Und genau, die Frage vorhin war unbeantwortet. Ich persönlich finde, dass, das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich erhebe mittlerweile den Anspruch, weil ich bin jetzt auch schon ziemlich reif, sage ich jetzt mal, Puchte, Karl. Und Karl, genau. Ja. Karl, ja, das ist, da wird Platz für die Krone gemacht. Die Schöpfung macht Platz für die Krone. Sozusagen. Auf Stahl wächst nichts. Auf Stahl wächst nichts. Und vor allem da draußen hat auch keiner eine Krone. Also ich will nur sagen, ich habe festgestellt, die kochen alle nur mit Wasser, und da ist so viele Denkfehler, so viele falsche Grundannahmen stecken in unserer Herrschaftsmeinung, Lehrmeinung. Also ich habe die alle für mich persönlich entzaubert. Diese ganzen, Dr. Ostens, Professor Westens, Gutachter Nordens, die sind mittlerweile für mich alle keine Übermenschen mehr, sondern ganz gewöhnliche Leute, weil ich habe auch ein gelernter Masseur, habe 12 Jahre 20.000 Leute massiert und unter anderem Professoren, krasse Stars und was, die haben alle die gleichen Probleme wie der normale Mensch vom Plattenbau. Und ja, unterm Anzug sind sie alle nackt und haben dieselben Problemchen und so weiter. Ich will nur sagen, zurück zum Übermenschen. Ich halte das für eine falsche Grundannahme, denn in meiner Ursprungskultur sagt man, du musst erstmal Mensch werden. Menschwerdung nennen das die Christen sogar. Menschwerdung, Adam Shodan. Also es gibt sogar in Iran so eine Redewendung, werde Mensch, Adam Sho. So, ja, wenn man sich quasi... Und da kommen wir nämlich auch zu der modernen Psychologie, die ja postuliert hat, dass wir eigentlich 3% Gott in 97% Gorillakörper, also Gott steckt in quasi so einem Gorillagefängnis fest. So eine 3%ige Essenz in uns, eine göttliche Essenz, die wir alle kultivieren können innerhalb unserer Lebensspanne. Also das Potenzial ist in allen Menschen angelegt. Das ist so die Idee hinter dieser Ideenwelt, also. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, mit dem freien Willen zu wachsen und erstmal Mensch werden. Es gibt ja diese Untersuchungen, wo Affen sogar viel schneller reagieren und sich viel mehr Sachen merken können als Menschen und so, wenn sie wollen. Aber die wollen. Ich habe das auch mal gesehen. Da gibt es so eine Zahlenkombination auf dem Bildschirm. Ja, genau. Aber weißt du, woran das wahrscheinlich liegt? Es liegt einfach daran, dass dem Menschen die Erdnuss scheißegal ist. Genau, es ist auch wirklich so, weil der Mensch... Da kommt immer eine Erdnuss raus, wenn der Affe das richtige Ding antippt. Und als Mensch, wen interessiert die Erdnuss? Ja, die hätten da eigentlich einen 200-Euro-Schein hinlegen müssen. Dann hätte der Mensch... besser. Genau. Und deswegen... Oder eine Bratwurst. Oder eine Bratwurst. Dafür machen Menschen ja auch viel, habe ich mir sagen lassen. Aber Applaus dafür. Applaus für die Bratwurst. Aber wir hatten das Affenbeispiel oder
zum Beispiel Schweine, klar, das ist ein Schimpfwort, aber ich habe so Respekt vor Schweinen. Warum? Weil die haben ein Riechorgan, die können, glaube ich, 500 Mal besser riechen als Menschen. Oder ein Adler. Ein Adler kann irgendwie 1300 Meter aus Entfernung von 1 Kilometer eine Maus sehen im Gebüsch. Mit so einem Sturzflug, die anvisieren und so weiter und so fort. Also ich habe so einen Respekt vor der Tierwelt. Deswegen, wenn ich von Tierkörper rede, dann habe ich eigentlich Respekt vor der Schöpfung und sage, ey, krass, wir können das Potenzial eines Adlers entwickeln oder Wie Marshall Bravestar. ja, und ich meine, gehen wir mal zum Kung Fu. Wir haben ja auch dieses Kampfsport. Warte. Bevor du jetzt dahin gehst, wir müssen ganz kurz das eine Thema erstmal abschließen. Guck mal, mein Punkt bei der ganzen Sache ist, es gibt ja verschiedene Theorien, woher dieses ganze Ding kommt mit dem Übermenschen. Ja, was wir heutzutage ganz stark mit Marvel und Disney haben. Ja, also das Ganze, man sieht ja überall Übermenschen mittlerweile. Es gibt keine Serie mehr, die nicht um Superhelden sich dreht. Und die Sache ist halt, dass man davon ausgeht, irgendwie, wenn man so diese ganzen religiösen Skripte und so sich reinzieht, da kommt man zu verschiedenen Erkenntnissen. Da ist dann wahrscheinlich die Hindu-Kultur ist da, denke ich mal, sehr, sehr interessant, dass man sich mit der auseinandersetzt. Mit den Gottheiten aus Asgard, mit den Gottheiten aus dem griechischen Bereich, wo ich sagen muss, aber Griechenland, Rom, nordische Mythologie hat sehr viel Ähnlichkeit. Aber worum es mir jetzt geht, ist, wenn man jetzt alleine bei dem bleibt, was die meisten Menschen auf dieser Erde beeinflusst hat, und das ist dieser abrahamische Bereich. Und da geht es halt darum, dass irgendwelche Wesen quasi aus dem Himmel verstoßen wurden, weil sie sich gemischt haben mit den Erdenmenschen, vor allem mit den schönen Frauen, und daraus dann Wesen entstanden sind, die eigentlich zu einem Verbot gehört haben. Diese Menschen, diese Wesen, die auf dieser Erde gewandelt sind, angeblich, hatten dann vermehrt Kräfte, die andere nicht gehabt haben, weil sie aus einer göttlichen Genetik stammten. Also dann geht es dann nicht um eine menschliche Entwicklung oder irgendwas, da geht es dann tatsächlich einfach darum, hat es mal irgendwann mal eventuell. Und da geht dann die Recherche wahrscheinlich viel weiter zurück, als was wir innerhalb der letzten 5.000, 6.000 Jahre hier gerade so ein bisschen dokumentiert haben. Vielleicht 12.000, 13.000, 14.000 Jahre in die Vergangenheit. Ist das der Ursprung, worum es eigentlich geht, wenn wir über diese Übermenschen sprechen, ist eine Gott-Mensch-Mischung, eine genetische Gott-Mensch-Mischung. Das ist voll die interessante Frage, weil die in zwei Richtungen geht. Die geht einmal in die Vergangenheit, und zwar in so einen Bereich der Vergangenheit, den wir kaum noch greifen können, weil da sind wir dann auf alte Mythen angewiesen, auf religiöse Schriften. Ist dann auch die Frage, ist Bibel, Koran, ist das historisch? Wie fasst man das auf? Ist es symbolisch? Gibt es verschiedene Lehrmeinungen, zu will ich mich jetzt gar nicht positionieren. Dann haben wir archäologische Funde wie die ägyptischen Pyramiden, wo wir wissen, die müssen viel älter sein als das, was uns die Schulbücher erzählen. Und auf der anderen Ebene weist genau diese Frage in die Zukunft, weil du hast schon gesagt, wir werden in Hollywood-Filmen damit bombardiert, überall Übermenschen. Wir haben eine politische Agenda momentan auf der Welt, den Transhumanismus, wo eine Ideologie vorherrscht, die uns schmackhaft machen soll, dass der Mensch eigentlich überwunden wird. Transhumanismus heißt ja über den Menschen hinaus. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, dass mir das Video nicht gesperrt wird. Wir haben die letzten 2 Jahre weltpolitisch Dinge erlebt, eine Agenda, wo wir alle einem neuen Machtkonstrukt unterworfen werden durch Reglementierung und letztlich mit einer Art KI verschmolzen werden. Weil meiner Meinung nach läuft das alles darauf hinaus, dass wir irgendwann gechippt sind, dass wir... Was meinst du mit KI? Eine Art künstliche Intelligenz, verstehst du? Wenn du jetzt nur noch einkaufen kannst, irgendwann mit einem Chip, wenn alles durchgeregelt ist, mit QR-Code, dann bist du praktisch nur noch wie eine Funktion. An deiner Handlungsweise ganz eingeschränkt. Und das ist mit dieser alten Frage ja verknüpft. Weil hatten wir so eine übermenschlichen Wesen in der Vergangenheit, ist eine Frage. Und warum gibt es Gruppen oder mächtige Gruppen, die für die Zukunft so eine Art Vergöttlichung des Menschen vorsehen? Und das ist eine große Anmaßung. Man nennt das dann eine Hybris. Weil in dem Moment, wo der Mensch anfängt, sich zu vergöttlichen und danach strebt, das ist eigentlich die schwerste Sünde, die du begehen kannst. Und ab da läuft alles aus dem Ruder. So Stichwort Gentechnik und Genmanipulation und was nicht alles. Also es ist ein ganz großer Irrweg, auf dem sich die Menschheit da gerade befindet, aufgrund gewisser Eliten. Und es ist die Frage, gab es das in der Vergangenheit auch schon oder kommt unsere Kultur davor? Und deshalb finde ich diesen ganzen Rahmen, wenn man den mal so spannt, Zukunft bis Vergangenheit, total spannend, was du aufgemacht hast. Hat vielleicht nicht die Frage beantwortet, aber ich wollte es noch mal so ausbreiten, wie wichtig das eigentlich ist. Absolut, weil das Ding, wir haben über Arier, Drittes Reich und so weiter gesprochen. Und ich denke mal, dass die okkulte Fraktion, die zum Dritten Reich geführt hat,
die hat sich ja auch vermehrt mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Und vielleicht ist auch sowas wie Atlantis oder Lemurien und so weiter auch da nochmal irgendwie Essenz des Ganzen, wo ja auch die Sage herkommt, dass man sowieso schon mal eine viel höher entwickeltere Zivilisation als heute schon mal auf diesem Planeten gehabt hat, wo eventuell Menschen in Anführungsstrichen existiert haben, die schon über Sachen wie Telekinese oder Levitation und so weiter verfügt haben oder über technische Mittel, um halt riesengroße Steinblöcke zu bewegen, um eine Pyramide zu bauen oder so. Ich meine, das ist ja das Mysterium, ne? Kommen wir aus einer Zivilisation eventuell, die schon viel weiter war, wo die Sachen, über die wir gerade reden, wie Fliegen oder wie auch immer, Superkräfte, wie man auch immer das nennen will, vielleicht war das mal gang und gäbe. Man weiß es nicht. Ich glaube auch, wir haben heutzutage eine große Anmaßung. Wir überschätzen unsere Zivilisation. Wir sind eigentlich unsere Zivilisation beruht sehr auf dem Verstand. Mit dem Verstand haben wir Mathematik, Wissenschaft geschaffen, können tolle Maschinen bauen und glauben, deshalb sind wir irgendwie ganz hoch entwickelt, haben aber eigentlich nur Kriege und Massenmord auf dem Planeten. Also offensichtlich sind wir primitiv. Ne? Egal, was für tolle Waffen wir bauen können und Flugzeuge, Hyperschallraketen, wir sind primitiv, geht nur darum, sich umzubringen. Und ich glaube, dass die Menschheit schon mal in der Vergangenheit, dass sie viel weiter war, dass es andere Kulturen gab. Weil das ist auch das, was uns die Religionen lernen. Also selbst, ich habe mich mal mit Schamanismus befasst, also Mythen von schamanischen Völkern in Sibirien. Und die haben dann in ihrem Mythos immer, sagen die, dass die Schamanen früher viel mächtiger waren. Das ist also, da geht es um geistige Fähigkeiten, viel weiter waren und dass das Wissen verloren gegangen ist und degeneriert ist. Dann hast du auch aus den abrahamitischen Religionen die Geschichte mit der Sintflut, dass es schon mal auch eine entwickelte Menschheit gab, die dann eben zerstört wurde. Wir haben Sachen wie die Pyramiden, wo man heute nicht mehr weiß, wie konnten die solche Steine schneiden. Das kannst du heute nicht mal mit Lasertechnik und die bewegen. Und dann sollen die das angeblich mit so Meißeln gemacht haben. Das ist völliger Blödsinn. Wir haben ja auch Hinweise auf eine globale Kultur. Wir haben Pyramiden von Mexiko. Überall werden Pyramiden gefunden. In Ägypten, in China, überall, eventuell sogar in Bosnien, gibt es auch so eine Theorie zu, wo man sich dann auch fragen kann, wie kann denn das gewesen sein? Scheinbar gab es schon mal eine globale Kultur wie heute. Und auch das Alter dieser ganzen Bauwerke, ich glaube, Dr. Robert Schoch hieß der, glaube ich, ne? Es gab ja so einen Geologen in den USA, der hat dann auch irgendwie ganz viele andere Geologen in einen Raum versammelt und hat denen halt Bilder gezeigt von Gesteinen. Und da waren halt sehr schwerer Regeneinfall auf diesem Gestein war zu sehen. Und er hat halt nicht gesagt, was es ist. Und dann haben sie sich das so angeguckt und haben gesagt, ja, das muss sehr schwerer Regeneinfall sein. Von was anderem kann dieses Gestein nicht so beeinflusst worden sein. Und dann hat er das Geheimnis gelüftet und es war tatsächlich die Sphinx. Und wenn man sich mal überlegt, wann das letzte Mal es sein sollte, dass so ein schwerer Regeneinfall auf der Sphinx existiert haben soll, angeblich, dann sind wir ja fast bei der Eiszeit. Also es muss ja über 10.000 Jahre her sein. Heißt es also dann, ist die Sphinx über 10.000 Jahre alt? Dann wird die Sache mit den Pyramiden ja noch mysteriöser, weil da kamen wir ja gerade aus der Höhle gekrochen, vor 12.000 Jahren. Vor allen Dingen finde ich, habe ich schon oft gesehen, alle paar Jahre, alle 10, alle 20 Jahre wird so Grundwissen immer wieder widerlegt. Auch jetzt viel bei den Dinosaurierfunden wurde viel widerlegt und da weiß man gar nicht, was man glauben. Genau, das ist auch nochmal passend zu unserem Thema, ist so zum Beispiel das Thema Riesen. Was du angesprochen hast, zum Beispiel die Riesen, die in der Bibel, genau, die Riesen, die in der Bibel weggespült wurden dann quasi durch die Flut, ja, wo es dann ja auch hieß, die Flut war ja dafür da, eigentlich um die halt Halbgötter, die entstanden sind durch den sexuellen Interkurs zwischen Göttern und Menschen, der verboten war damals, die Todsünde, dass das halt quasi ein großer Fehler war, den es zu korrigieren galt. Und so wurde die Flut geschickt. Und ganz wenige haben das nur überlebt und so weiter. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass sie, glaube ich, bis 1920 oder so in den New York Times und so, also in richtigen Mainstream-Blättern, quasi wöchentlich, monatlich Skelettfunde von irgendwelchen Wesen, die irgendwie 3 Meter groß waren und so weiter, abfotografiert haben mit den Typen, die sie ausgebuddelt haben. Und sie haben Mitte der 20er Jahre einfach komplett damit aufgehört, diese Sachen zu zeigen. Das ist auf jeden Fall auch noch so eine krasse, so, wie kommt das alles zueinander? Sind Riesen dann auch nicht Übermenschen irgendwo? Weil wenn es 3 Meter groß ist, irgendwie. Es gibt ja auch so Sachen, einfach so Wissensbestände, die Menschheit hat. Es gibt irgendwie im Amazonasgebiet gibt es ja da so diese kleinen Indianervölker. Und die benutzen ja so ein Pfeilgift mit so einem Blasrohr, wo sie dann einen Affen vom Baum holen. Und dieses Gift, ich weiß, Kuave oder so heißt es, glaube ich, das muss verschiedene Eigenschaften haben. Es muss A, tödlich sein. B, muss es dafür sorgen, dass die Muskeln sich entspannen, dass der Affe sich nicht festkrallt, sondern runterfällt.
Und C, wenn du das Fleisch isst, darf das Gift dann nicht mehr giftig, toxisch sein für dich. So, und um so eine Chemikalie herzustellen, aus diesen ganzen Pflanzen, die sie da im Amazonas haben, man weiß gar nicht, wie können die das? Die sind technologisch praktisch in der Steinzeit eigentlich. Und auch beim Kochen, das muss man irgendwie über 70 Stunden lang kochen, dann sind die Dämpfe giftig, die darfst du nicht einatmen, hin und her. Verschiedene Pflanzenarten mussten miteinander mischen, das könnten nicht mal modernste Chemiker eigentlich. Und das Wissen ist einfach da. Das ist nur so ein Beispiel von ganz vielen Beispielen, wo man denkt, wie konnten die das wissen? Wie haben die das gemacht? Da können wir zu K1 jetzt rübergehen mit dem Kung Fu, oder? Ja, ich meine, das ist eine ähnliche Geschichte, weil so wie ich das weiß, diese Kampfsportgeschichte und so weiter, Kung Fu an und für sich, ist ja eigentlich die Mutter von Karate, von Jiu-Jitsu und den modernen Sachen, die man heutzutage als modern bezeichnen würde, hat seine Ursprünge auch laut Bruce Lee zum Beispiel ja im Kung Fu. Und Kung Fu, normalerweise, so wie ich das weiß, ist ja auch nicht eine Sache, die exklusiv auf den Raum China zu übertragen ist, ne? Gang Fu sagen die ja, ne? Gang Fu. Darf ich ganz nochmal? Ich wollte nochmal das Thema wieder wechseln. Charles, ich wollte sagen, oft finde ich diese Völker, die wir als primitiv bezeichnet haben, die sind oft manchmal weiter gewesen von diesem Wissen eigentlich, was wichtig ist. Halt, da gab es auch schlechte, aber die wussten, Familie ist wichtig, das Umfeld. Und oft wurden die belächelt, weil unsere Technik war stärker, das Schwarzpulver. Aber so vom Mindset wirken die auf mich manchmal cleverer. Aber ich glaube, worauf Charles hinaus wollte, ist eher, dass die Möglichkeit besteht, dass diese Kulturen Wissen bekommen haben von einer höheren Quelle oder von einer anderen Zivilisation, die weiter war, mehr Wissen gehabt hat. Genau, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Auch das Wort primitiv, ich benutze das nicht. Ich halte gar keine Kultur für primitiv, sondern ich meine, so wird so oder war es früher so Schulmeinung, ne? Hat man Menschen so in Kategorien gepackt. Genau, das ist nur die Frage, hatten die Kontakt mit einer höheren Zivilisation, die weiterentwickelt war, oder eben haben die Schamanen, die geistig Wissensbereiche anzapfen können, ist auch eine Möglichkeit natürlich. Weil mit Trance habe ich halt auch viele Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja Hypnosetherapeut ausgebildeter und arbeite mal mit Trancezuständen. Und da weiß ich eben auch aus der Praxis, dass es gibt geistige Felder, da wird es übersinnlich, wenn du damit Kontakt hast. Und da gibt es auch Informationsfelder, die du anzapfen kannst. Deshalb, ich stelle auch lieber Fragen, als dass ich Behauptungen aufstelle. Bei solchen Sachen sage ich lieber, woher hatten die es? Da muss man mal nachforschen, als dass ich sage, ich bin der Typ, der die Antworten hat, weil das wäre vermessen. Das ist dann Akasha-Chronik und so weiter, ne? Ja, so das ist ein Begriff dafür, genau. Mein Partner sagt nämlich sowas Lustiges immer. Er sagt immer, wenn man so einen Indianer oder so mal so ein Rap-Video nur zeigt, dass einer, der aus armen Verhältnissen kommt, 20 Champagnerflaschen leert und so, dann schütteln die mit dem Kopf und wollen wieder zurück in die Hütte. Ja, ich muss Charles widersprechen. Also ich finde, es gibt eine primitive Kultur, und zwar diese Postmoderne. So wirklich, diese globale Krankheit namens Postmoderne, wirklich diese Wegwerfgesellschaft, diese Plastikkultur, diese Oberflächlichkeit, dieses Hi, wie geht's? Und dann morgen kenne ich dich nicht mehr. Es ist alles so, ja, degeneriert. Aber auf Deutsch heißt es ja entartet. Das Wort darf man ja nicht benutzen. Aber und um auf da wieder dieses Wort aufzugreifen, ja, alle kennen das von der Oregano-Zucht. Wenn man eine Mutterpflanze hat in einem Umfeld und daraus einen Ableger macht, in Erde reinsetzt, ist der Ableger von der Genetik nicht mehr so 100% derselbe wie von der Mutterpflanze. Und wenn man von dem Ableger, der dann gewachsen ist, wieder einen Ableger nimmt, ist die Pflanze von der Genetik immer degenerierter, bis am Ende da kaum noch Wirkstoff im Oregano drin ist. Und ich glaube, es ist in der Natur oder in der Schöpfung wirklich einprogrammiert, dass, ich nenne das Erdenschwere, weil ich möchte, wie gesagt, nicht so gerne Begriffe benutzen, die vorbelastet sind, weil dann kommt man sofort in so Minenfelder rein. Und und deswegen nenne ich das einfach Erdenschwere, dass alles, was hier auf dem Planeten plumpst, so von sich aus kaputt geht, altert. Bestes Beispiel die Alterung. Die Vergänglichkeit von allem heißt es ja dann in Asien, die Vergänglichkeit von allem. Und da kommen wir dann ins Spiel. Warum haben wir diese Lebensspanne? Und dann wieder, um dieses Bild aufzugreifen, 3% Gott gefangen in 97% Gorillakörper. Und dieser Tierkörper hat Instinkte, macht automatische Bewegungen. Das fängt an mit Verdauung, Stoffwechsel, Hunger, Schlaf.
Triebe. Und wir reden immer vom Überlebenstrieb. Und dazu zählt auch Fortpflanzung, ist auch Überlebenstrieb. Also Torschlusspanik und so weiter und so fort, wo Leute durchdrehen und plötzlich irgendeinen Partner aussuchen. Ja, das ist auch, die Natur spielt dann ihre Spielchen und lenkt uns und wir denken, das ist unsere freie Entscheidung. Und jetzt um dieses Gang Fu, deswegen haben die es Kung Fu geschrieben, weil die es ja Englisch aussprechen wollten. Kung Fu, Gang Fu sagen die Chinesen, ich bin kein Chinese, aber ich habe Kung Fu studiert, ich war kein guter Schüler, aber ich habe auf jeden Fall sehr hart beobachtet und es heißt ja immer, und das ist die Lehrmeinung, dass da ein gewisser Bodhidharma aus Indien dieses Gang Fu begründet hat mit diesen 5 Tierformen, Schlange, was weiß ich was, Adler und so. Und das war im Übrigen, ich habe das herausgefunden, ein indischer Skythe. Also wenn wir von Indien reden, da haben wir auch den riesen Kontinent. Wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus, aber ich weiß, da gibt es die Indios, die nennt man, glaube ich, Tamilen, die Dunkelhäutigen. Und dann gab es halt eben die sich dann halt Arier nannten, die vom Norden kamen, die so ein bisschen anders aussahen und da ein ganz anderes Herrschaftssystem eingeführt haben. Um es kurz zu fassen, das Wort Skythe ist krass, viel zu krass, ist vielleicht auch für die meisten Zuschauer uninteressant, aber ich kann es nur empfehlen, dass man sich mit dem Thema Skythen beschäftigt. Total abgefahren. Es gibt indische Skythen, iranische Skythen und heutzutage, wenn wir von Ukraine reden, diesem Kunststaat Ukraine, da an diesem Schwarzen Meer haben sich auch sogenannte Skythen niedergelassen und diese Urukrainer sind ja eigentlich dann auch Skythen. Also im Grunde waren das mal iranische Barbaren, die abgehauen sind zum Schwarzen Meer und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich will das Thema Iran nicht immer so, es ist mir völlig Wurst. Ich sag immer alles. Wie alle anderen Iraner auch, wir haben alles davon. Ja, aber ich habe mir angewöhnt, ich sag, alles kommt aus Köln-Bocklemünd. Hammer. Punkt. Ja, so. Applaus für Köln. Ja, weil, wenn du, ja, weil Schön aufgelockert. jeder Mensch baut sich seine eigene Welt und wirklich, die Welt ist in Köln-Bocklemünd entstanden. Also als in meiner Menschwerdung. Mein Papa sagt mal, die Welt gibt so oft, wie es Menschen gibt. Richtig, genau. Super Spruch. Deswegen, das ist auch der Ursprungsbedeutung von Welt. Ne? Wahrnehmen. Ja, und deswegen dieser indische Skythe namens Bodhidharma, der diese 5 Formen, der nannte das Panchakarma oder Panchatantra und das ist dann so die 5 Pflichten, die es interessanterweise im Islam auch gibt. Jetzt im Islam gibt es natürlich die institutionalisierte, ja, ich sage jetzt mal so Struktur, aber es gibt im Islam ja auch so viel, wir sprachen eben von diesen Kryptojuden, nannt man die, glaube ich, ne? Diese Dönme in Türkei, die so gesagt haben, ja, wir sind Moslems und so, damit sie nicht hingerichtet werden. Und genauso gibt es halt auch im Iran so Krypto-Iraner oder so, die dann gesagt haben, ja, gut, dann sind wir halt alles, was ihr wollt, wir sind Christen, wir sind Moslems, tötet uns nicht. Und da ist auch viel miteinander verschmolzen. Wir sehen ja jetzt allein, wie viele Kulturen hier herrschen und früher war es auch nicht anders. Um nur ein Beispiel zu nennen, nachdem Alexander der Schlechter Iran erobert hat damals, haben die da irgendwie eine Massenhochzeit veranstaltet, so viele griechisch-iranische Kinder gezeugt und daraus sind sogar Ethnien entstanden, die Bachtiari, die Baktrier. Die sehen aus wie Europäer alle, ne? Und die haben sich nie wirklich so iranisiert, so die sind so wie Nomaden, ne? Die leben ihr eigenes Leben, dürfen Waffen tragen im Iran und so. Und also so ein Vielvölkerstaat, deswegen wirklich, mir ist das iranische, deutsche wirklich egal. Mir geht es um das Mondäne oder wie sagt man das, Globale. Die Frage war einfach die Übermenschen, die es wirklich tatsächlich gegeben hat. Und da möchte ich auch Glaubst darauf hinaus, du, dass die Möglichkeit da ist, dass es daraufhin zurückzuführen ist? Was ich man persönlich habe ja alle Religionen wirklich studiert und habe für mich diese 3% Essenz rausgezogen und habe herausgefunden, überall sprechen die irgendwie von einem Übervater, aber einem Geistwesen, von einem Spirit. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die irgendwie toll sind, heilig oder besonders fähig, aber mich persönlich hat interessiert immer wirklich diese direkte Verbindung zu Gott oder zu dieser Energie der Schöpfung, diese Quelle. Wo kommen wir eigentlich her? Mein Gott, alle reden heutzutage über,
was weiß ich, Ukraine, Rentensysteme, Pensionen für Politiker, ist mir sowas von egal. Übrigens, man hat früher diese Leute, die sich nicht mit diesen Gesellschaftsthemen beschäftigt, hat man Idiot genannt. Jemand, der sich mit sich selbst beschäftigt, hat man früher Idiot genannt. Also ich bin ein Idiot, weil ich mich nicht mit Klabauterbach, Dr. Osten und Professor Westen beschäftige, sondern ich beschäftige mich nur mit mir. Warum atme ich? Warum habe ich Hunger? Warum muss ich sterben? Warum alter ich? Warum habe ich eine Glatze? Warum habe ich einen Bart? Und so weiter und so fort. Und so gesehen bin ich ein Idiot. Und diese ich glaube, da ist wirklich ein Geist, so wie wir nachweisen können, dass aus dem Nichts Leben entsteht. Wir alle sind aus dem Nichts entstanden. Und das ist für mich so ein krasses Mysterium, so eine krasse Faszination. Und trotzdem redet die ganze Welt gefühlt über Rentenerhöhungen, Mineralölsteuer und so weiter. Und ich denke mir so, habt ihr kein Staunen mehr, dieses, was man eigentlich als Kind noch hat, dass man sich über alles so wundert und denkt, wow. Und da kommen wir zu dieser direkten Verbindung zu diesem Geist, zu diesem Spirit, dieses Unerklärliche, wofür die Moslems 99 Namen haben, das Unerklärbare, das Unfassbare, das Unaussprechliche, bla bla blub. Keiner bisher, weder Bruce Lee noch Dr. Osten noch irgendjemand anderes, keiner hat bisher dieses Geheimnis ergründet. Das ist das Krasseste von allen. Wo ich aber dann gerne zu dem ursprünglichen Thema nochmal kurz zurückkommen wollen würde, und zwar die Verbindung halt zwischen Deutschland und dem Iran, also den Aryern, so an und für sich, die Faszination des Dritten Reiches in Bezug auf genau diese Mysterien oder die Quelle des Wissens, Völker etc. pp. Wie erklärt ihr euch, dass diese Faszination entstanden ist, und was gibt es für tatsächliche Anhaltspunkte, die wir auch nachforschen können, wo die deutsche Kultur mit der iranischen Kultur irgendwo eine Schnittmenge gehabt hat oder sogar verwandt ist miteinander, wer weiß. Vor allem die Sprache, über eben Sprachforschung. Sprachen entwickeln sich ja, Sprachen haben eine Geschichte. Wenn wir jetzt mittelalterliches Deutsch angucken, ist das schon eine eigene Sprache. Würde man Mittelhochdeutsch, könnte jetzt keiner mehr verstehen. Musste ich mich mal mit befassen. Das musst du dir selber übersetzen. Das ist bei anderen Sprachen genauso. Und wenn man dann zurückgeht zu den Ursprüngen der Sprache, frühen Stufen, dann haben die halt eine Verwandtschaft. Und in dieser Indogermanistik, wo man eben halt auch genau das rausfinden möchte, wo da die Verbindungen liegen, geht man dann so vor, dass man dann schaut, welche Worte sind dann in den Ursprachen identisch und welche unterscheiden sich. Dann kann man Rückschlüsse ziehen. Also ich mache jetzt ein Beispiel, dann hat man festgestellt, was weiß ich, im Altiranischen ist das Wort für Palme ein ganz anderes als im Altgermanischen. Das heißt, man vermutet dann, als diese Völker das erste Mal eine Palme gesehen haben, waren die schon getrennt, haben dem unterschiedlichen Namen gegeben. Aber vielleicht das Wort für Birke ist gleich, also haben die vermutlich mal im Ursprung irgendwo gelebt, wo Birken waren. Und so nähert man sich so diesen Sachen an. Aber es ist jetzt, da bin ich jetzt auch kein Experte für, ist nicht so unbedingt mein Fachgebiet. Ich glaube aber vor allem dann auch neben der Sprache im Bereich eben der Religion. Wir stellen uns immer die Religion als etwas voneinander Getrenntes vor, wie so Blöcke. Islam ist ein Block, Christentum ist ein Block. Das ist aber relativ konstruiert. Die waren früher viel mehr miteinander verwoben, und ich bin so jemand, ich beschäftige mich halt mit Religion, Mythen, Esoterik, vor allem über die Freimaurerei, aber dann auch eben mit allen möglichen Seitenströmungen. Welchen Grad hattest du? Ich war in der Freimaurerei im 12. Grad des York-Ritus. Das ist der Knight Templar, nennt sich das, Tempelrittergrad. Das ist das Äquivalent zum 22. oder 33. Grad im schottischen Ritus. Also es gibt verschiedene Lehrarten der Freimaurerei. Im Internet ist immer vom schottischen Ritus die Rede und denken alle, 33. Grad ist das höchste. Ist es aber nur in diesem Ritus. Es gibt auch Systeme, da gibt es nur 6 Grade und das entspricht dem. Die laufen immer so parallel. Die unterschiedlichen Lehrarten der Freimaurerei, wie soll ich das sagen, die sind schon unterschiedlich, haben aber im Kern dasselbe. Vielleicht wie Kung Fu ist was anderes als Karate, aber ist schon ähnlich so, trotzdem im Großen und Ganzen, mehr oder weniger könnte man. Ja. Und genau, und ich bin halt so ein Anhänger, dass ich sage, in den Religionen ist eigentlich das Urwissen der Menschheit verschlüsselt enthalten in diesen Lehren. Nur sind sie für uns nicht mehr so verständlich.
Jetzt sagen viele, ja, wieso, ich verstehe doch die Religion, gehe in die Kirche oder Moschee und die sagen mir dann, was ich zu denken habe. So funktioniert Religion aber nur auf der untersten Ebene. So, dann hast du einfach Gebote, an die du dich hältst. Fertig, kannst du auch machen, verurteile ich nicht. Aber da ist noch ein tieferes Wissen. Die Texte sind nicht nur doppeldeutig, die sind dreideutig. Es gibt den historischen Kern irgendwie, wo man sagt, okay, da gab es irgendwie Propheten, Heilige, solche Menschen. Es gibt eine Ebene, da hat das ist zum Beispiel was ich in meinem Buch mich mit viel beschäftige, eine astrologische Bedeutung. Da gibt es diese Sternzeitalter, Wassermannzeitalter, Fischezeitalter. Zeig mal ganz kurz dein Buch in die Kamera, dass wir wissen, worum es geht. Ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Die gnostische Geheimlehre der Freimaurer, Hochgrade und Astrotheologie. Da erkläre ich eigentlich meinen Weg in die Freimaurerei damals, meinen Weg auch wieder aus der Freimaurerei raus und die ganzen Hochgrade, was es damit eigentlich auf sich hat, was für eine esoterische Lehre dahinter steht, weil da viele Missverständnisse vorherrschen. Kannst du ganz kurz nur anreißen, warum du aus der Loge raus bist? Ich bin raus aus dem Grund, warum ich reingekommen bin. Ich bin reingekommen aus einem so esoterischen Interesse heraus und wollte das ergründen, Mysterien des Abendlandes, was findet man da? Kanntest du Freimaurer? Nein, die habe ich dann praktisch wegen meinem Interesse kennengelernt. Habe die halt kontaktiert und dann wurde ich die Veranstaltung zum Gästeabend eingeladen. Schreibe ich auch alles in meinem Buch, wie das im Detail war. Ich bin rausgegangen, weil die Mehrheit der Freimaurer heute völlig ein profaner Club ist. Die haben mit ihrer esoterischen Lehre gar nichts mehr zu tun. Die meisten haben auch gar keine Ahnung davon. Haben da einen netten Gesellschaftsclub wie so ein Taubenzüchterverein. Und dann gibt es natürlich auch politische Verirrungen, aber weniger in Deutschland. Das ist mehr gerade die französische Freimaurerei, die sehr politisch ist. Und das war mir dann zu flach, weil die Freimaurerei als solche, als ein Lehrgebäude, was man ergründen kann, das ist so wie Bibel oder Koran oder so, da kannst du ganz viel draus lernen, rausziehen. Aber dann hast du so in der Organisation, die aus Menschen besteht, kaum noch jemand, der davon Ahnung hat. Es ist ganz viel Wissen, ist verloren gegangen eigentlich. Und das hatte mich dann irgendwann mehr und mehr frustriert. Da habe ich mir gesagt, was machst du hier eigentlich? Bringt mich nicht mehr weiter. Aber es hat immer noch eine große Faszination. Freimaurerei ist halt spannend. So. Und da kannst du viel forschen. Und dann, nachdem ich ausgetreten war, 3 Jahre später, habe ich irgendwie gedacht, Mensch, du musst dich nochmal damit befassen. Und ich habe ja diese ganzen Rituale und Sachen zu Hause, das, was so Außenstehende nicht bekommen können. Und bin da viele Sachen nochmal durchgegangen, habe sie durchgearbeitet für mich. Und dann ist halt ein Büchlein draus entstanden. Also wer wirklich wissen möchte, was da passiert, kannst du... Auf jeden Fall das Buch checken, 100%. Aber kannst du mal ganz kurz dieses Mysterium um die Freimaurerei, vor allem mit dem Okkultismus. Du sagst, du kannst es nicht bestätigen, dass dort, also wenn man sich jetzt mal anguckt, dass vieles darauf projiziert wird, auch zum Beispiel das größte Feld ist wahrscheinlich der Illuminatenorden. Das wird man am meisten hören, weil es einfach so ein Popkulturbegriff mittlerweile geworden ist, dieser Illuminatenorden. Und die Leute bringen das mit der Freimaurerei direkt in Verbindung. Was ist da so deine Position zu der Sache? Also die Freimaurerei als eine Lehre ist hochokkult. Es geht nur um Okkultismus, um eine gnostische Lehre, die, könnte man sagen, die Geheimnisse der Bibel erklärt. Es geht viel um die Bibel. Es geht auch in höheren Graden verschlüsselt, ganz am Rande auch um den Koran, interessanterweise, das habe ich rausgefunden. Es gibt so ein paar Parallelen zum Islam. Das hat damit zu tun, dass die Freimaurerei am Ende in ein Tempelrittertum übergeht. Und die Tempelritter waren im Orient, die hatten auch mit muslimischen Mystikern viel zu tun, da gibt es dann Überschneidung. Also es ist esoterisch, okkult. Okkult heißt ja erstmal nur Geheimlehre. Nur wird da von Außenstehenden viel zu viel reininterpretiert an negativen Kram, so ganz alles satanisch. So, und das ist einfach so voll plumpes Schwarz-Weiß-Denken. Dazwischen gibt es 200 Graustufen, wo man unterscheiden muss und genau gucken muss. Und der Illuminatenorden, das gab es tatsächlich im 18. Jahrhundert in Bayern. Das hat dieser Adam Weishaupt gegründet. Und der hat die Freimaurer damals unterwandert. Der hat aus Freimaurerlogen Mitglieder für seinen Orden gewonnen. Und da entspaltete sich auch dann die Freimaurerei in so 2 Strömungen. Es gibt eine Strömung, das ist das, was ich in meinem Buch beschreibe, was ich für die echte Freimaurerei halte, die ist mystisch. Da geht es darum, dass du dich entwickelst und zu Gott findest, einen Zugang zu Gott findest. Dann gibt es eine, die ist aufklärerisch. Das 18. Jahrhundert war ja dieses Zeitalter auch der Vernunft. Und da wurde es atheistisch.
Und wenn du jetzt Gott leugnest oder die Existenz Gottes, kannst du natürlich nicht mehr eine Sache machen, die dich zu Gott bringen soll. Also haben die angefangen, die Gesellschaft zu verändern. Das waren dann die Französische Revolution und von dort aus italienische Revolution und so weiter und so fort. Und das sind so diese beiden Strömungen. Und von außen Also stehen... die Maurer hatten einen direkten Einfluss auf die Revolution. Die französische definitiv. Und von dort aus diese Ideologie der Französischen Republik, auch dann zur amerikanischen Revolution sogar noch davor. Und es gibt kaum eine Revolutionsbewegung, wo nicht französische Freimaurer oder Freimaurer, die mit Frankreich zu tun hatten, mit involviert waren. Definitiv. Das ist so ein Sonderding der französischen Freimaurerei. Die ist auch eben halt überwiegend atheistisch. Das ist nicht so mein Ding. Ne? Sehe ich auch ganz kritisch. Kann man davon ausgehen, dass die Sachen, die man darüber erzählt, wie zum Beispiel, dass die Level, ja, also die Grade, die man erreichen kann, dass die dann schon sehr unterschiedlich sind auch von dem, was man beigebracht bekommt? Also es hieß mal zum Beispiel, dass man im schottischen Ritus und so weiter, dass man da irgendwie einen gewissen Grad erreichen muss, um überhaupt aufgeklärt zu werden, und alles davor ist eigentlich nur so, ja, das hat eigentlich mit dem Kern vielleicht nichts zu tun, die letzten 3 Grade sind wichtig, etc. Nein. Eigentlich kriegst du in der Freimaurerei im 1. Grad in der Aufnahme alle Geheimnisse offenbart. Nur ist dieses Geheimnis etwas, was du in dir selbst entdecken musst und was du noch nicht greifen kannst. Ist vielleicht ein bisschen wie ein Kind, das geboren wird. Ein Kind, was geboren wird, macht die Augen auf, sieht die ganze Welt, kann aber noch nichts verstehen. Muss erst reinwachsen, muss erst erwachsen werden, um zu checken, wo es ist, sozusagen. Und viele denken bei diesen ganzen Graden, die es da gibt und später Hochgrade, dass das so eine Hierarchie wäre. Wenn jetzt einer im höchsten Grad ist, hat er denen unten Befehle zu geben oder so. Das ist nicht so. Eigentlich sind die Hochgrade Freimaurerei für Sitzenbleiber, weil du das, was du am 1. Grad schon erfährst, kannst du noch nicht verstehen. Du musst erst weitere Grade durchlaufen, damit es für dich verständlich wird. Und im Kern geht es um eine Entwicklung zuerst um den Namen Gottes, so wie sich die Freimaurerei den halt vorstellt. Das ist dann Jehova. Hat nichts jetzt mit Zeugen Jehovas zu tun, sondern ist halt, in der Bibel ist der Gottesname, besteht aus 4 hebräischen Buchstaben. J-H-W-H. Und das nennt man Tetragrammaton, die 4 Buchstaben. Und die darf man nicht aussprechen. Also wenn du die Bibel eigentlich liest, als gläubiger Jude, sprichst du das nicht aus. Und die Juden haben dann immer ein Ersatzwort gesagt, Adonai, das bedeutet der Herr, anstelle von diesem eigentlichen Gottesnamen. Und der ist dann auch mit dem zerstörten Tempel von Jerusalem eigentlich so verloren gegangen, das Wissen um diesen Namen. Und die Freimaurerei dreht sich viel darum. Es geht viel eigentlich um biblisches Wissen. Und dass man den wieder aussprechbar macht und Gott wieder einen Tempel errichtet. Wie war es, diese ganze Story um Weishaupt und den Orden, dass da eigentlich normalerweise rekrutiert wurde? Also, dass da die Freimaurerei unterwandert wurde, das hat man in Robesons Proof of a Conspiracy, glaube ich, schon 1791 oder sowas schon mitbekommen, von den Logen direkt. Aber inwiefern ist es wahr, dass die Leute erzählt haben, dass dort halt wirklich konspirativ sich zusammengefunden wurde? Und dass dort eine Agenda auch quasi vorhanden war, genauso wie bei den Erzählungen von Jacques de Molay, dass der Teufel angebetet wurde. Und dass dann angeblich sogar ein Blitz einen Kurier irgendwie getroffen hat. Und die bayerische Polizei ist dann auf die Dokumente aufmerksam geworden und hat dann gemerkt, was die eigentlich für eine Sauerei im Schilde führen. Und dadurch wurden die dann geächtet, gejagt, verboten, etc. pp. Kannst du das bestätigen? Das gab es so. Die haben versucht, die Freimaurerei zu unterwandern, waren aber auch nicht die einzigen. Es gab da so auch noch andere solcher Orden, die sind jetzt weniger bekannt. Es gab einen, der nannte sich strikte Observanz. Die haben gesagt, sie sind die Nachfahren der Tempelritter. Die sind viel interessanter eigentlich. Aber alle reiten immer auf diesem Illuminatenorden rum. Und diese Illuminaten waren Radikalaufklärer. Also das ist so diese Richtung französische Revolution, Adel abschaffen, Kirche abschaffen, Religion abschaffen, Vernunft. Und das ist aber, wie gesagt, die haben die Freimaurerei eigentlich nur missbraucht, um da Leute raus zu rekrutieren. Wer übrigens Mitglied war bei den Illuminaten und nach Adam Weishaupt der zweite Mann, ist ganz interessant, war Freiherr von Knigge. Kennt man heute Knigge, Benimmregeln, der Umgang mit Menschen, hat er eigentlich ein Buch drüber geschrieben, hat nichts mit Tischmanieren zu tun. Und der war da drin und der hat auch später so eine Art Memoiren darüber geschrieben, bei den Illuminaten, ist er da ausgestiegen, hat davor gewarnt und hat halt gesagt, dass die Leute richtig in die Irre geführt haben. Das war ein bisschen so ein System wie heute irgendwie so Scientology, wo du Mitglied wirst und dann musst du Geld bezahlen und dann weinen wir dich Stück für Stück ein und es gibt irgendwelche geheimen Oberen. Aber da gab es viele Orden. Diese Zeit, diese Epoche war voll mit sowas. Diese Sekte ein bisschen so, was? So wie Universitätsclubs auch, Ja, Elite-Unis.
Ja, das kommt auch daher. So hier Skull and Bones und Skull and Bones hat seine Wurzeln ja auch, habe ich mal irgendwie gelesen, auch irgendwie in Deutschland, und das hat eindeutig so eine Okkult-Symbolik, ganz klar. Ganz viele Organisationen haben da ihre Herkunft. Nur ist jetzt nicht automatisch alles dann irgendwie so, wie man sich das viele vorstellen, ganz platt als Satanisten. Ich kann das immer nicht hören, weil ich habe da einfach eine differenziertere Sicht drauf. Ich sehe Du da hast die ja auch ganzen Videos Nuancen. darüber, ne? So über Satanismus und so weiter. Ja, ich mache da auf meinem Kanal ganz viel. Eigentlich jede Woche irgendwie ist das Thema, Ja. weil ich das versuche aufzuarbeiten, weil es auch viele interessiert und weil es auch wichtig ist, weil es in ganz vielen, in der Politik, in der Kultur, in der Kunst, das spielt überall mit rein. Also im Hintergrund sind das schon Wirkmächte irgendwie, die uns alle auch betreffen. Und da kann man schon mal hinschauen und sich mit befassen. Habt ihr auch gemacht über Popkultur oder Rapmusik, genau. Sehr interessant. Meine Frage erstmal, was du gerade machst, ist es so wie manche Rocker, die das machen, die dann mega unbeliebt sind bei den Rockern, wenn die über die Szene reden, ist es gern gesehen, ist es verboten oder ist es jetzt durch die neue Zeit was ganz Normales, also dass ein Freimaurer an die Öffentlichkeit geht? Also ich bin ja sozusagen keiner mehr. Ehemaliger. Ja, wobei wahrscheinlich, ich habe da verschiedene Weihehandlungen, die kannst du auch nicht rückgängig machen. Im gewissen Sinne einmal Freimaurer, immer Freimaurer, so wie auch getauft oder beschnitten, dann kannst du nicht rückgängig machen. So, ne? Aber die Vereinsmitgliedschaft besteht nicht mehr. Ach, das wird verschieden gesehen. Es gibt Leute, mit denen ich habe natürlich noch Kontakt in diese Szene, so habe da auch Freundschaften sind ja über die Jahre gewachsen. Da gibt es einige, die haben sich von mir distanziert wegen meiner YouTube-Tätigkeit. Da hat mir auch einer mal eine Mail geschrieben, dass ich sowas wie ein Verräter bin. Da gibt es andere, die feiern das voll. Also ich war jetzt am Wochenende bei einem befreundeten Freimaurer auf dem Geburtstag, Wolfgang Stark, den kennen auch ganz viele von meinem Kanal. Da waren viele Freimaurer, haben ich nur mein Buch signiert und fanden das geil. Und haben das gar nicht so gesehen, weil die gesagt haben, ja, auf der einen Seite könntest du sagen, du bist jetzt einer, der die Sachen verrät, auf der anderen Seite, das ist auch meine Intention, erhalte ich Wissen, weil wenn du es niederschreibst, können es auch Leute nachlesen. Und ich finde, Wissen aus sogenannten Geheimgesellschaften, die früher im Verborgenen waren, das gehört heute auch in die Öffentlichkeit. Ich möchte, dass Wissen einfach allen Menschen zugänglich ist. Jede Form von Wissen und gerade Wissen, wenn es um Spiritualität geht, das ist das, was eigentlich wichtig ist für uns Menschen. Nicht Geld scheffeln und Karriere machen, sondern die Reise zu Gott letzten Endes. Gott in dir finden, erkennen, so gut du kannst, jeder auf seine Art natürlich und dass wir spirituell weiterkommen als Menschheit. Und dafür Würdest du dich selber als religiös bezeichnet? Absolut, absolut. Aber ich hänge keiner Konfession an. Ich war auch mal früher Atheist, aber ich beschäftige mich viel mit Religion. Und erkenne eigentlich in allen Religionen das Schöne. Deshalb finde ich das immer sehr schade, wenn Leute sagen, wir haben Religion A und Religion B, die haben voll Unrecht. Dann denke ich mir, lies mal in der Bibel, da erkennst du ganz viel Wahrheit. Lies mal im Koran, dann staunst du. Und ich war auch schon im Ausland, ich habe in Nepal Hindu-Tempels besucht, dann staunst du auch über die Menschen. Was habe ich da für Leute, krasse spirituelle Menschen kennengelernt. Also ich habe eine große Liebe für alle Religionen. Religion heißt ja eigentlich Rückbindung an Gott. Das ist so der Gedanke, du kommst in die Welt, fällst von Gott runter in die Materie und dann musst du eigentlich zurückkommen durch geistige Arbeit, dass du dich als Mensch entwickelst. Und da sehe ich eigentlich unsere Aufgaben. Und ich glaube, wenn wir das alle mehr betreiben würden, hätten wir weniger mit Kriegen und Gier und all diesen Schattenseiten. Würde ich voll unterschreiben. Auch gerade wenn Leute richtig religiös sind, dann merkst du es meistens gar nicht und die haben dann auch gar kein Problem, also haben gar keine, die distanzieren sich gar nicht von anderen. Gerade auch so bei Islam, viele, die dann so radikalen Gruppen in die Hände gespielt wurden, kannten sich damit überhaupt nicht aus. Und ich finde auch ein gutes Merkmal ist immer, wenn dir irgendeiner sagt, er ist religiös und dann hat er aber Feindbilder oder Hass, dann würde ich immer sagen, okay, dann du bemühst dich um Religiosität, aber dann hast du es noch nicht in deinem Herzen erkannt. Egal welche Weltreligion, die Botschaft ist eigentlich immer Liebe. Ja. Liebe und dass du gewaltfrei bist, dass du nicht irgendwelche Feindbilder hast, die du bekämpfst. Und wenn du das hast, dann hat sich schon der Satan eigentlich in dein Herz geschlichen und manipuliert dich. Ja. Muss man so ein bisschen einfach zu sagen. So sehe ich das zumindest. Das ist nur mein Standpunkt halt. Ja. Ich glaube, Satan ist in uns allen. Ist er auf jeden Fall. Es ist die Frage, wie groß du ihn werden lässt. Oder richtig, genau. Ob er überhand nimmt. Halt, ne? Genau, und wie du damit arbeitest und ob es dir überhaupt bewusst ist. Ja. Weil manche, ja. Wie lange willst du sagen, ja, Religion ist wie ein Puller. Du liebst deinen, ich liebe meinen, du betest deinen an, ich bete meinen an, ich will deinen nicht sehen, du willst meinen nicht sehen. Ja. Nur Taten. Ich finde hoffe, du betest das Schlimmste halt, jetzt mal ehrlich, ich glaube, so ist keiner von uns safe. Aber also wenn du Religion ist keine Gang. Ich bin ja auch, ja, genau, es ist keine Gang, das habe ich damals gesagt und
Das ist ganz oft, mir ist auch mit diesen Konvertierten, was du sagtest, die dann sagen, ja, wir wären Moslems. Wer kennt nicht den einen, der mit 5 Arabern gesessen hat, der dann auch die Shahada gemacht hat? Gibt's alles, genau. Es ist keine Gang, es ist keine, also Mannschaft. Aber um da zum Beispiel auch wieder kurz reinzugrätschen, sorry, was wir auch am Anfang besprochen haben, wie die Medien, die Bildung, Meinungsbilder, da so einen Fokus nur auf den schmutzigen Teil richten. Zum Beispiel, seitdem ich hier in Deutschland lebe, auch generell, also wie gesagt, Islam habe ich für mich persönlich abgelegt, aber nicht im Negativen, sondern so, danke, dass du mich quasi in die Mittelstufe gebracht hast, aber jetzt muss ich alleine weitergehen. Ich will ja zu Gott. So. Und das für mich persönlich, weil ich in meiner Community die Erfahrung gemacht habe, dass die da ziemlich gegen die Islamische Republik Iran, die sind da voll gegen Mystik und Derwische und Sufis. Also die sagen zum Beispiel, ja, hier, du musst Gott kennenlernen, aber wenn du dann sagst, ich will dann selber den Kontakt zu Gott, dann sagen die, hier, das darfst du nicht, das ist Heretik oder wie auch immer. Ich habe aber, um den Islam in Schutz zu nehmen, muss ich wirklich sagen, ich habe die letzten 38 Jahre, seitdem ich denken kann, nie wirklich gesehen, dass die Medien, die Meinungsbilder zum Beispiel das islamische Gebet zeigen. Dieses, was wir Namaz nennen oder die Araber Salawat. Das islamische Gebet, was ja eigentlich der Yoga-Sonnengruß ist, in standardisierter Form. Und ich finde das total interessant, dass zeigen zum Beispiel, wie gesagt, wie verrückt da irgendwie andere Leute platt macht, aber die zeigen nicht, wie Leute, zum Beispiel im Islam, da gibt's ja diese Ephemeriden, heißt das, diese astrologischen Kalender, da muss so um Punkt 5:32 Uhr wahrscheinlich, oder dann beten alle zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung, machen alle dieselben Bewegungen jetzt nicht als Gang, aber du hast dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dass darüber nie geredet wird. Hat mir auch immer gefehlt, Kayvan, genau das. Und ich so als Stadtjunge habe da voll gesehen, dass das ganz viele Leute auch gut geprägt hat. Genau, was auch das meiste, die Mysterie war auch, die Leute haben den Koran kritisiert und kannten nicht mal die Bibel. Also es ist dann auch immer blödes Wort, aber gefährliches Halbwissen und das Pauschalisieren. Ich glaube, eine Religion zu pauschalisieren ist einfach auch das Blödste, was man machen kann. Und siehst Hatte auch viel Politik mit zu tun. Das war auch so schlimm in den Medien. Ich wiederhole es immer wieder. Wenn du dann gesagt hast, ja, es bringt nichts, dass wir da angreifen, dann wurde es immer, ach, wenn du so das sagst, bist du dafür. Ja, und sehr kompliziert. Und auch eine Religion zu instrumentalisieren, gerade beim Islam, tut mir das immer im Herzen weh, wenn ich mir das anschaue. Und ich bin kein Muslim, also in dem Sinne kann ich da neutral drüber berichten, aber der Islam wird in Deutschland politisch missbraucht. Man spricht ja immer dann, ja, der politische Islam oder so, ja, das macht hier die BRD, GmbH, die betreiben sowas. In den Medien, dann wird der Islam als Feindbild aufgebaut, weil man braucht ja irgendwie was, wo die bösen Jungs herkommen. Aber da habe ich mich mal historisch mit befasst, wie weit das zurückgeht. Das geht bis zum Ersten Weltkrieg zurück. Weil ich habe mich mal gefragt, seit wann gibt es in Deutschland eigentlich Islam? Fing das mit den Gastarbeitern an und das fing im Ersten Weltkrieg an. Wenn ich das kurz erzählen darf, die Story, weil ich finde die total interessant, die sagt so viel aus. Die Deutschen haben ja im Ersten Weltkrieg wie alle Seiten von den Feinden viele Gefangene genommen. Das heißt, die haben Briten, Engländer, Russen gefangen genommen und viele von deren Soldaten waren auch Muslime, weil die Briten, Franzosen, Russen haben über muslimische Länder geherrscht, haben Muslime auch in ihre Armee geholt oder mussten für die kämpfen und jetzt haben die Deutschen die gefangen genommen. Und da haben sie die in der Nähe von Berlin, irgendwo in Brandenburg, ein Gefangenenlager gebaut, 1915, nur für die gefangenen Muslime. Das haben sie Halbmondlager genannt. Und dann hatten sie die Idee, das ist so krass, die können doch lieber für Deutschland kämpfen. Und wir begeistern die jetzt, weil im Islam gibt es ja die Idee des Dschihad, ein Dschihad im Namen des deutschen Kaisers zu gründen, so in deutscher Uniform zu machen. Wir haben denen sogar eine Zeitschrift rausgegeben, die ist El Dschihad. Gab's, und das ist so Dschihad erfunden im Deutschen Kaiserreich. Und dann gab es das später im Dritten Reich. Die Nazis hatten auch so ein komisches Islamverhältnis. Gerade drauf eingehen, es gab ja SS-Gruppen, ich glaube in Ägypten war das eine islamische SS-Truppe. Ja, vor allem aus Kroatien hatten sie, von Bosniern und Albanern hatten sie und kaukasische Muslime, die sollten dann auf SS-Kurs eingenordet werden. Und worauf ich hinaus will, ist dieser Staat
Deutschland hat ein komisches Verhältnis zum Islam, hat sich immer irgendwie Muslime geholt und dann immer versucht zu instrumentalisieren. Und ich glaube, das zieht sich so durch, auch bis heute. Gibt es ja auch unter dann so den linken Gutmenschen irgendwie so eine Islambegeisterung, die ich immer nicht nachvollziehen kann. Obwohl ich ein Freund der Muslime bin, aber ich finde das bei denen immer so heuchlerisch und verlogen, wo ich immer das Gefühl habe, irgendwie, ihr seid selber gar nicht religiös, ihr findet jetzt Muslime nur toll, weil ihr glaubt, das ist dann nicht deutsch oder so. Also ich kann das bestätigen, auf jeden Fall von der linken Fraktion hier aus Kreuzberg. Da kann ich dir einen Erfahrungsbericht geben. Sie haben die Türken und Araber und so weiter haben sie missbraucht für sich selber, einfach um ihre Kriege zu führen auf der Straße, weil wir Kanaken hier in unseren Gangzeiten in den Ende 80ern, Anfang 90ern einfach 10-mal brutaler waren als alle anderen. Es war so wie als wenn man sich Söldner ranholt, die auch noch umsonst arbeiten. Ja? Und das war halt so ein bisschen das Ding so, und ich kann auch nicht bestätigen, dass die wirklich auch islamfreundlich sind. Die tun nur so. Also so die meisten von denen, die sind sogar ausländerfeindlich teilweise. Ja, natürlich. Die wollen das nur nach außen hin, wollen die das nicht zugeben, aber wollen dann doch auf ihrem Ökospielplatz dann untereinander sein mit den blond-blauäugigen. Und dann, wenn jetzt im gentrifizierten Kreuzberg 30 Jahre später dann der bärtige Vater dann kommt, dann wird er teilweise sogar blöd angeguckt. Das ist unfassbar. Das sind dieselben Leute, die du gerade beschreibst, die einen wie mich als Nazi bezeichnen. Weil ich bin zum Beispiel, ich bin ja Deutscher, also ich bin mir meiner Identität bewusst und ich bin gerne deutsch. Ich sage auch, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich irgendjemanden jetzt unter mir sehe. Ich liebe alle Kulturen. Ich habe meinen Freundeskreis aus allen Ländern. Ich komme überall klar. Ich war selber monatelang im Ausland. Nur warum soll ich nicht stolz sein auf was ich bin? Und mein Begriff von Deutschland schließt auch Menschen, die hier einwandern, mit ein. Wenn du jetzt sagst, ich weiß es nicht, du kannst dich ja definieren, wie du möchtest. Aber wenn du sagst, ich bin auch Deutsch, sag ich, ja, geil. Ja, so, und wenn du sagst, ich möchte auch noch Perser sein, parallel, sag ich auch, geht. Von meiner Seite so, finde ich, jeder darf das sein, was er will. Hauptsache, man hat doch einen positiven Bezug zu seiner Heimat, wo auch immer die ist, auch wenn du die Heimat wechselst, aber irgendwie, das ist doch so das, wo du dich aufhältst, wo du rumrennst. Wieso musst du das schlecht machen? Und bei den Linken fällt mir oft immer auf, dass die immer denken, es ist ein deutsches Problem. Das sind Sachen, die jede Nation, jedes Volk hat. Die sehen das immer sehr spezifisch. Und nochmal von dem ebenen Thema, ich finde, dann sagt man immer das gleiche Beispiel, im Dritten Reich hätte keiner von christlichen Konflikten gesprochen, weil die Länderreligion Christentum waren, ne? Und ich finde, wir dürfen uns ich sag mal immer, ich bin ein einfacher Mann aus dem Volk, wir normalen Menschen, wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen von der Politik, die uns gegeneinander hetzt und die uns in Schubladen packt und uns einreden will, wie wir zu denken haben und wie der andere denkt. Immer kennenlernen, immer zusammen sein, offen sein und Love, Peace. Und auch wenn es schwierig ist, ne? Weil ich komme aus Hamburg, auch aus Problemstadtteil. Ich bin in Neuwiedental aufgewachsen. Wer Hamburg kennt, kennt den Namen vielleicht. Ja. Da war ich in den 90ern Kind. Und darf ich ganz kurz mal, jetzt unterbreche ich dauernd. Also ich muss es dir erzählen, ich war da, Altona ist auch in der Nähe, ne? Ja, ist auf der anderen Seite der Elbe so. Da waren immer die Mädchen, wie wir uns getroffen haben, die hatten kein Geld für harte Drogen, die haben immer Ethylacetat. Alle, bestimmt 10 Weiber, 5 davon hatten Löcher im Pullover, haben sie immer inhaliert. Ist eine komische Gegend auch. Ja, war auch früher härteres Pflaster als heute so, aber ich habe das noch alles miterlebt. Und was ich sagen will, unsere Gesellschaft, jetzt auch gerade dann in den unteren Schichten und als Multikulti, die ist knallhart, wie du schon sagst, da ist viel Gewalt und so. Und die man auch erlebt und jeder erlebt auf seine Art irgendeine Diskriminierung und hast du nicht gesehen, aber immer trotzdem auf das Gemeinsame fokussieren, weil ich möchte eine positive Botschaft in die Welt rausbringen und nicht dieses frustrierte, ich wurde mal irgendwie, was weiß ich, ausgegrenzt oder gab es eine Schlägerei oder so und jetzt hasse ich die anderen bis ans Ende aller Tage. Wir sind alle Menschen, wir sind alle im Lernprozess und wir müssen zusammenhalten und vor allem nicht von den Eliten uns instrumentalisieren lassen, dass wir deren Spielpuppen werden und Schachfiguren. Und in der neuen Zeit haben wir auch immer gut Chancen zu recherchieren. Also so eine Recherchen, wie man heute machen kann im Internet, konnte man vor 20, 30 Jahren nicht. Gerade wenn es so Bücher gibt über Illuminaten oder Geheimbunde, das war für ganz wenige, die gelesen haben. Aber heutzutage hat viele Nachteile, aber auch viele Vorteile. Und man kann auch immer exakt gucken, was der andere macht. Kevin, du wolltest die ganze Zeit reinjumpen. Ja, ich habe das gesehen von der Seite. Weil ich persönlich finde auch, um da anzusetzen, ich habe für mich persönlich, für meine eigene Methode, einfach auch irgendwann alles so, hier Bruce Lee-Style, alles kopiert, weil
Ich habe auch mal so ein Video über Luigi Colani gemacht. Also googelt alle mal nach Luigi Colani. Das ist einer meiner Lieblingstypen. So, der ist leider schon verstorben. Ist einer der krassesten, besten Designer der Welt gewesen. Luigi Colani, der hat auch damals einen Ford K Colani. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ein krasser Designer, der war auch. Der Käfer, der runde Ford Ka mit der neuen Form. Ja, der ist wie so ein so aerodynamisch sah der aus und so. Und der hat halt die Natur imitiert. Der hat gesagt, alles in der Natur ist stromlinienförmig und rund. Der hat so kleine runde Autos gebaut. Da haben sie den für ausgelacht, aber die haben nur 3 Liter Benzin verbraucht. Und wenn er einen Unfall hatte, ist nie jemand gestorben, weil alles, wenn alles rund ist und so, dann ist alles total harmonisch und naja. Und ich denke, auch um an Luigi Colani zu erinnern, der hat mal was Schönes gesagt, der sagt, alles in der Natur basiert auf Kopieren. Ob das jetzt Wundheilung ist, wo die Hautzellen irgendwie kopieren, das Zellplasma von dem Nachbarn und dann irgendwas aufbauen, oder ob das die Menschwerdung ist, hier Zellteilung, Zellklumpen, die sich dann, das alles kopieren. Oder auch, was weiß ich hier, Bestäubung, Besamung. Feldbesamen, dachte ich auch. Ja. Und deswegen auch, wenn ich mir die Religion alle anschaue, ne, auch wenn ich die alle immer so kritisiere, wie gesagt, ich habe höchsten Respekt davor, weil ich diesen lebendigen Kern darin sehe. Aber ich sehe auch wirklich in jeder Religion, nur diese abrahamitischen Religionen, die 3, die uns jetzt betreffen, unseren Kulturraum. Und da sieht man auch Christentum, Judentum, Islam. Das ist nichts Statisches. Wenn du nach Indonesien gehst, haben die einen ganz anderen Islam, als wenn du nach Bosnien gehst. So, oder beim Judentum ist auch ein Mysterium für sich. So wie ich eben auf das islamische Gebet sprach, was eigentlich total Körperarbeit ist und Synchronisierung, Atemarbeit und Disziplin, wie beim Yoga und Kampfsport. Bela sagt jetzt sogar orthopädisch gesehen gut. Ja, ich meine, ich habe irgendwann auch gedacht, okay, ich kritisiere die ganze Zeit zum Beispiel den Islam, weil ich persönlich da so ein Thema mit hatte, so durch meine strenge Erziehung. Damit habe ich gesagt, ich muss das ablegen. Aber um meine Hand aufs Herz zu legen, die Moslems, die haben so krasse Disziplin. Also jemand, der wirklich sogar Adolf Hitler hat mal gesagt, von den Moslems müsste man eigentlich Disziplin lernen. Und so. Echt, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Er sagte doch irgendwie, wenn ich mir meine Disziplin auf meinen Herr übertragen kann, wünsche ich mir Disziplin eines Muslims. Ja. Ne? Das war sein Spruch. Ja, genau. Und Volker Pispers. Hab ich auch mal gehört. Ja. Wobei, da kann ich auch gleich noch mal was zu sagen, Hitler und Islam. Ja, aber mach erst mal. Aber vor allem Volker Pispers, einer unserer Lieblingskabarettisten, der jetzt außer Dienst, der hat ja auch damals gesagt, Moslems sind eigentlich Christen oder so, die ihre Religion ernst nehmen, irgendwie sowas. Na, und wie gesagt, so wie im Islam gibt es auch im Judentum total viele Regeln und Disziplin und so weiter, wie beim Sport oder so, ne? Und beim Christentum ist es bestimmt auch nicht anders, aber ich habe, um auf das Kopieren nur mal zurückzukommen, ich habe für mich auch alles kopiert, weil ich eben was Eigenes haben wollte, und ich denke, überall nimmt man das Beste raus, und das kennt man sogar hier aus der Kochkunst, die moderne Kochkunst, die nennt sich ja Cross-Cooking oder Crossover-Cooking, und Musik. In der Musik fließt Karibik-Elemente mit indonesischen Klangschalen zusammen, und alles funktioniert. Und deswegen in diesem Zeitalter... Voll. Mein großer Bruder Abu Langwitz sagt immer 100% die Wahrheit, aber mal ganz einfach. Er sagt, glaube ich, zu Belasch und Echo, wir, also er meint mich und ihn, haben uns das Beste aus allen Kulturen rausgeholt. Genau. Also wirklich wie so ein Obstteller, wie so ein Buffet-Teller. So muss man es doch auch machen. Und um die... genau. Genau. Und um auf Adolf Hitler zu kommen, damit ich den Ball zuspiele, so, das ist ja auch, ich sage jetzt mal 12 Jahre NSDAP, die haben sich ja auch alles Mögliche da rausgepickt und Potpourri gemacht. Bestes Beispiel, das Hakenkreuz. 12 Jahre, ist immer mein Claim, das Hakenkreuz betreffend. 12 Jahre NSDAP gegen 12.000 Jahre Mitraismus. Also die Mitraisten haben nachweislich vor 12.000 Jahren das auf ihren Schildern und so gehabt, dieses Symbol, in verschiedenen Variationen und so. Und trotzdem gucken alle immer auf diese 12 Jahre, so von wegen, das ist nur was Böses, aber es wurde 12.000 Jahre lang als Glückszeichen. Wie bei Bushido. Bushido habe ich jetzt noch einen Bericht gesehen, halt der Weg des Kriegers, und halt ist auch über Jahrtausende. Heute fragst du in der Oberschule, was Bushido, wenn sie einen Rapper meinen. Ne?
Und deswegen, Freimaurerei ist ja auch im Grunde so eine Art Synkretismus, sagt man, ne? Also so aus allen so was Bestes kopiert und so weiter. Und genau, da könnte man jetzt auch stundenlang reden, aber ich glaube, du wolltest auch was sagen. Ja, bei diese Dinge, Hitlers Zitate zum Islam, die gibt es. Die hatten ja eben halt auch in der SS Muslime. Und was die aber gemacht haben, die haben den Islam auf so eine Kriegerreligion reduziert. Sie haben dann damals gedacht, oh, das sind ja richtig tolle Krieger, voll motiviert, die haben auch keine Angst zu sterben, die finden wir geil, die Nazis fanden ja sowas toll. Und das ist ja ähnlich, wie es heute gemacht wird, wenn dann der Islam auf so Terror reduziert wird. Das hat alles mit Islam nichts zu tun. Der Islam ist eigentlich eine Religion der Liebe. Und also ich komme ja aus einer Richtung, muss ich dazu sagen, wo ich Religion sehr astrologisch mit Sternmythen und sowas erkläre. Alle Religionen, auch Christentum. Und da hat der Islam viel mit der Venus zu tun. Zum Beispiel der muslimische Gebetstag ist ja der Freitag. Und die Tage sind nach Göttern benannt, alten Göttern. Und im deutschen Freitag ist Freya, die Göttin der Liebe. Und da hast du schon am Freitag ist auch der Gebetstag, wo Muslime beten. Farbe des Islam ist grün, ist die Farbe der Venus. Das spielt da viel mit rein. Die Kaaba in Mekka beispielsweise war in vorislamischer Zeit ein Heiligtum, da wurden Göttinnen verehrt. Im Prinzip ist ja ein schwarzer Würfel, wenn man so will. Und der schwarze Würfel ist ein Symbol, gibt es auch in der Freimaurerei den Würfel interessanterweise, heißt es der kubische Stein, für die Materie. Und die Materie wird dort nicht verehrt, aber sie wird dort sozusagen anerkannt, dass sie dort ist. Und dann, wenn die Gläubigen sich dort im Kreis drum bewegen, gibt es diesen Spruch, die Quadratur des Kreises. Ist so ein Rätsel eigentlich aus dem Okkultismus oder aus der Philosophie. Wie geht das? Da wird dann die Materie aufgehoben, eben dann zu Gott. Das ist jetzt vielleicht schwer zu verstehen, das ist halt Mystik. Aber wenn man so Religionen aus solchen Blickwinkeln betrachtet, dann sind die einfach alle wunderschön. Ja. Ich kann nicht sagen, ich kann eine Religion nicht lieben. Sobald ich anfange, die ein bisschen zu verstehen, denke ich, wow, ist das toll. Total schön. Und ich habe das gesehen auch, bin auch konvertiert in dem Sinne, lebe nach keiner Religion, aber es ist auch wie eine gewisse Macht. Also es gibt Leuten auch Power, der Islam zum Beispiel war es direkt bei mir, es gibt Leuten auch Power, Energie, dann ist die Frage halt, wie sie die nutzen. Also ich habe das auch leider auch gesehen, dass manche dann so rumlaufen und denken, sie sind Heilige, aber es gibt eine Kraft und wie immer, wenn einer Kraft hat, siehst du, wenn er die Macht hat, wie er sich benimmt. Du musst immer Demut haben, Demut Genau. und Liebe, Genau. wenn du einen religiösen Weg gehst. Das heißt nicht, dass ich das habe. Ich bin ein Mensch voller Fehler, nur ich habe das erkannt und dann, wie man es eigentlich richtig macht oder machen müsste oder versucht, bemühe mich darum und habe das ein bisschen als Maßstab. Wenn ich merke, irgendwie bin ich gerade in Demut und Liebe, die meiste Zeit des Tages bin ich es nicht, sondern habe natürlich auch meine Konflikte aber dann weiß ich wenigstens so, ey, jetzt bist du eigentlich nicht auf dem richtigen Pfad. 3% Softie, 97% Hasspumper. Hasspumper. Hast du dicke Arme, Alter. Das ist die Pumpe. Keyvan, zum Schluss noch mal ganz kurz deine Perspektive zu der Connection zwischen Iran und Deutschland. Genau. Damit haben wir angefangen, damit würde ich gerne enden auch. Also notgedrungen, sage ich jetzt mal, um mich selbst zu erkennen, musste ich mich irgendwie damit beschäftigen, weil ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. Ich bin dann irgendwie mal in eine Kneipe reingegangen, wollte Spargelsuppe, die Spargelsuppe im Hals stecken geblieben, so, kommt jetzt rein mit einer Machete, will uns jetzt abstechen oder so, ich dann einfach guten Tag und so. Ich habe schon immer gemerkt irgendwie so, dass ich nicht überall jetzt so wirklich so angenommen werde, wobei ich muss wirklich sagen, ich liebe Deutschland, edle Menschen, aber wie heißt es so schön, ein umfallender Baum macht mehr Krach als ein ganzer wachsender Wald. Deswegen, ja, weil Neuer Spruch von mir. ja, wenn alle dich gern haben, die schweigen ja meistens. Die sagen ja nicht alle, ey, du bist hier willkommen. Die schweigen alle, die netten Leute. Aber wenn einer dann schreit, geh nach Hause, wo du herkommst, das verletzt einen. Und dann, wenn man da auch so ein bisschen dann so sensibel ist, fühlt man sich dann so nicht wirklich dazugehörig. Ist ja auch nicht schlimm. Ist generell so ein Identitätskonflikt, sagt man. Hat jeder irgendwie, der entwurzelt, woanders aufwächst. Dann habe ich mich dann notgedrungen mit der iranischen Kultur beschäftigt, weil ich zu Hause diese Parallelwelt hatte. Sprache, Schrift, iranisches Fernsehen, Zeitungen, iranische Sitten und Gebräuche. Und dann habe ich mich einfach jetzt da mit den beiden Themen beschäftigt. Muss ganz ehrlich sagen, Amazonaskultur oder Mesoamerika oder Indonesien hat mich nie so wirklich interessiert. Wobei jedes Mal, wenn ich irgendwo was sehe, versuche diese 3% Essenz rauszuziehen.
Naja, und in Bezug auf Deutschland und Iran habe ich irgendwann gemerkt, wow, ey, Moment, da gibt es zum Beispiel so Philosophen wie Hegel, ganz großer Kerl, so, der hat sich viel zum Beispiel mit Zarathustra, unserem Sartosht, dieser Lieblingsprophet der Iraner, beschäftigt. Und Hegel hat ja seine hegelsche Dialektik unter anderem auch durch Zarathustra-Lehren da mit begründet. Also dieses, dass man 3 Kräfte hat in der Schöpfung und dann gibt es zum Beispiel auch Nietzsche, da haben wir aber auch schon drüber geredet, dass er jetzt nicht wirklich der Zarathustra-Fan war, aber der hat zumindest das Thema aufgeschnappt, weil damals wohl irgendwie im 19. Jahrhundert, aber auch im 18. mit der Aufklärung ganz viel auch Zarathustra noch Mode war, iranische Kultur, viele Reisende nach Iran auch gegangen sind. Und Rudolf Steiner, der meiner Meinung nach einer der letzten großen spirituellen Meister in Deutschland, da wissen sogar Leute, die für, was weiß ich, Veleda arbeiten, diese Naturkosmetikfirma, wissen teilweise nicht, dass das alles von Rudolf Steiner kommt. Also es ist auch interessant. Rudolf Steiner kennen so wenige Leute, aber der hat sich so viel mit Iran auch beschäftigt. Der hat zum Beispiel das Konzept von Ahriman reingebracht. Wann hat der gelebt? Vor ungefähr 100 Jahren, ne, so. Und hat auch dann diese Waldorf-Pädagogik, Stichwort Zigarrenfabrik. Waldorf war ja, glaube ich, eine Zigarrenfabrik. Also diese Waldorf-Schulen gehen auch auf Rudolf Steiner zurück. Naja, es haben sich viele Deutsche halt mit Iran beschäftigt. Das habe ich natürlich gefeiert und wollte wissen, okay, was ist da los? Dann, wie gesagt, habe ich herausgefunden, hey, Moment, in Iran gibt es ja eine originäre Mystik, Religion und da habe ich auch einen direkten Zugang über die Sprache. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Aber jetzt die Verbindung. Wir sprachen über die Sprache. Beispiel Gott. Das Wort Gott ist verbunden mit dem iranischen Chod. Und Chod heißt ja das Selbst. Wobei wir nicht sagen Gott, Chod, sondern wir sagen Choda, also das höhere Selbst. Auch interessant. Da habe ich für mich, auch wenn jetzt wieder Linguisten kommen und mir einen Slap geben und sagen, das ist aber nicht Lehrmeinung, sage ich, ja, Dr. Osten, du hast recht. Aber in meiner Welt, ich habe da so eine Verbindung gemacht, in meiner Wahrnehmung, so, ich fühle da eine Verbindung und ich feiere das, ich bilde mir was darauf ein und baue meinen eigenen Synkretismus daraus. Der hilft mir, inspiriert mich, weil ich spüre da wirklich auch eine Verbindung. Oder eben das Wort Angst und Enge ist auch verbunden mit Angra Mainyu, dieser Gegenspieler von dem großen Baumeister Ahura Mazda im Iran. Also das sind so Begriffe, also da kommen dann auch eben also mein aktuelles Lieblingsthema Mithras, auf Iranisch Meher. Das ist für mich krasseste Mysterium, weil, wie gesagt, sowohl eine Kriegerkultur wie so Samurai, Ninja, so krasse Schwert- und Schildkult, gepaart mit Barmherzigkeit und bedingungsloser Liebe, also interessante Religion, Mithraismus. Naja, und ich sehe eben auch dann die Verbindung in Deutschland eben, ja, leider durch die nicht 12 Jahre NSDAP ausschließlich, sondern davor gab es ja auch schon ein paar Jahrzehnte diese sogenannten Ariosophen. Ich sprach von Hegel, Nietzsche und alle, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt haben. Und oder auch so Vril-Gesellschaft. Da war so eine Okkultistentruppe, die sich dann auch so mit Magie und allem beschäftigt haben. Da gab es diese berühmten Vril-Damen. Und das Wort Vril ist ja dann bezogen auf Pril, das ist wie Prana im Indischen, diese Lebensenergie. Und da kommen wir wieder zum Kung Fu oder so, wo mit diesem Qi gearbeitet wird, was in Japan Ki genannt wird, wie bei Aikido. Und interessanterweise sehe ich da auch eine Verbindung zu Deutschland über mittelalterliche Alchemisten. Ganz viele mittelalterliche Alchemisten, Theosophen, Rosenkreuz, kommen aus Deutschland. Also Stichwort Rosenkreuzer. Auch da wieder, checkt mal Christian Rosenkreuz. Das ist so eine mythische Figur wie Mithras irgendwie, so ein vergöttlichter Mensch, wie auch immer. Und da sieht man auch wieder so eine Verbindung, Rosenkreuzer, eben mit Tempelritter, eben Deutschritterorden gab es. Deutsche Ritter hatten auch irgendwie so dieses mithraistische Kreuz, das man Templerkreuz nennt, aber in schwarz-weiß, in den preußischen Farben. Und da sehe ich auch eine Verbindung
zu Iran. Und ich könnte jetzt noch 13 Minuten lang, ohne Luft zu holen, weitere Beispiele nennen, die mich persönlich inspiriert haben. Ich weiß, vielleicht kann ein Türke oder ein Belgier, ein Norweger nicht so viel damit anfangen, aber ich persönlich sehe für meine Berufung, für meine Tätigkeit da so eine Inspirationsquelle. Und da sehe ich halt eine direkte Verbindung, zumal, und jetzt kommen wir wieder zu so ganz krassen, kontroversen Themen, nämlich das, was man hybriden Krieg nennt. Auch krasses Thema, was gerade in Deutschland passiert, dieser Schuldkult, dieser Selbsthass und diese Ablehnung der eigenen Kultur. Ich habe letztens so eine Karikatur gesehen, so da ein Schwarzer und ein Weißer stehen sich da gegenüber. Der Schwarze sagt, ich bin stolz, schwarz zu sein. Und der Weiße sagt, schön. Und der Weiße sagt dann, ich bin stolz, weiß zu sein. Und der Schwarze sagt, Rassist. Also das, finde ich, ist auch anerworben. Das war wohl nicht immer so. Und ich sehe da auch eine Parallele zu Iran. Stichwort arabische Invasion. Also die den Islam dann quasi missbraucht haben, um ihre eigenen Machtfantasien durchzusetzen und Volk abzuschlachten und zu plündern. Und dieser hybride Krieg, der einhergeht mit so richtig psychologischer Taktik und über Bildung, über Sprache und so weiter, das gab es vor circa 1400 Jahren im Iran. Da durften Iraner kein Iranisch mehr reden. Die mussten arabische Namen annehmen, lauter so Sachen. Und das nennt man interessanterweise dann islamische Blütezeit, was man eigentlich iranische Blütezeit nennt, weil das waren 70% iranische Gelehrten damals, die dann aber halt auf Arabisch publiziert haben. Ist aber auch egal, weil, wie gesagt, mir ist das egal. Alles kommt aus Köln-Bocklemünd oder aus Berlin, ist egal. Aber ich sehe halt da nur so eine Verbindung. Und da kann man immer weiter rein eintauchen, immer weiter. Und mein Steckenpferd, um das abzuschließen, mein Steckenpferd ist diese Arbeit am Selbst, Körperarbeit, Selbstveredelung, bla bla bla. Und da sehe ich halt in Deutschland und in Iran einen Schatz, auf dem wir sitzen. Und da schöpfe ich und versuche auch andere Menschen da mit reinzuziehen. Auf jeden Fall eine interessante Ansicht. Ich glaube, das war auch wichtig, was du da gerade gesagt hast, würde ich auch nochmal von meiner Seite aus zum Abschluss zum Besten geben, ist, dass wir natürlich sind wir alles irgendwelche sprechenden, intelligenten Affen. Ja, ob der eine blond ist oder der andere schwarzhaarig, aber es wurde halt immer wieder missbraucht, dass man halt natürlich auch dann irgendwelche Punkte für sich selbst benutzen kann, um zu sagen, wir sind Feinde. Was ihr auch schon mal angesprochen habt, was auch ganz wichtig war, ich zum Beispiel jetzt gerade mitten in meinem Antisemitismuskrieg gerade, ja, so, wo wir dann, wenn wir dann in die Historie zurückgehen als Iraner, als die Nachfahren von Kurosh dem Großen, der als einziger, als The Great, quasi als Prophet in der Bibel beschrieben wird, außer die echten Propheten in Anführungsstrichen, der angeblich damals das jüdische Volk aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat. Ja, wir waren alle nicht dabei, aber wir sprechen mal einfach mal weiter, was wir gehört haben. So, das wäre dann eigentlich normalerweise ein Zeichen dafür, dass vor allem wir Iraner, Perser und so weiter mit dem jüdischen Volk eigentlich sehr gut verbunden sind und das sogar maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass sie wachsen und gedeihen konnten. Wer weiß, hätten die Iraner damals Babylon nicht unter ihre Kontrolle bekommen, was wäre dann mit dem jüdischen Volk gewesen? Aber trotzdem kann man heutzutage das iranische Volk gegen das israelische hetzen. Man kann Leute wie mich an den Pranger stellen und sagen, ich hätte was gegen Semiten, was schon wieder was anderes ist als Jude, aber da kommen wir wieder in die Sprachpräzision. Und wenn man sucht, dann findet man. Und wenn man Bock drauf hat, irgendwelche Aspekte zu finden, um Menschen gegeneinander zu hetzen, dann wird man das erfolgreich auch tun können. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile halt in einem Zeitalter angekommen, wo diese Mechanismen für viele Leute einfach mal klar werden und man auf jede plumpe Propaganda nicht mehr so richtig einsteigt. Und das ist auch, glaube ich, eine Sinuskurve. Ich glaube auch nicht, dass es immer so war. Ich glaube nicht, dass wir uns linear entwickelt haben. Es gab mal eine Zeit, da waren wir, glaube ich, ein bisschen heller in der Birne und haben solche Sachen halt auch ein bisschen besser verstanden. Dann gingen wir wieder in die Dunkelheit, dann gehen wir ins Licht, dann gehen wir in die Dunkelheit, ins Licht und so weiter. Und jetzt gerade kommt mir so vor, als wenn die Leute aufgeklärter sind und auch empfangsbereiter sind für
Perspektiven, die vielleicht nicht so ganz so Mainstream sind für sich selbst. Ja. Also von daher, ich von meiner Seite aus bedanke mich erstmal, dass ihr gekommen seid. War ein interessanter Ausflug mal in eine ganz andere Welt. Aber was für ein interessanter Trip, hat der Bela schon vorangekündigt. Unfassbar spannend, unfassbar spannend. Er hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ja. Geil hier zu sein. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Zum Schluss, falls ihr was auf dem Herzen habt, könnt ihr das natürlich jetzt nochmal mit dem Publikum teilen. Ansonsten sagt uns mal, was demnächst bei euch ansteht und wie die Leute euch auch quasi nicht nur kontaktieren können, sondern auch verfolgen können. YouTube-Kanal, Social-Media-Präsenzen etc. Teilt das jetzt mal mit der Welt. Ja, genau. Also mein Kanal heißt Charles Fleischhauer / geheimnisvolle Geschichte. Bisschen langer Name, habe ich mir ausgedacht, als ich mein erstes YouTube-Video gemacht habe. Da wusste ich noch nicht, was daraus wird. Als nächstes erscheint übrigens eine Sendung jetzt nächste Woche, aber ich weiß nicht, wann die hier ausgestrahlt wird. Deutschland und der Islam, ganz spannend. Auf deinen Kanal. Auf meinen Kanal, genau. Und ansonsten gibt es immer spannende Interviews mit Gästen, die ich dann einlade. Auch mit dem jungen Mann kommt auch noch in Zukunft die eine oder andere Kooperation. Wir sind ja befreundet, machen Sachen zusammen. Genau. Ich hatte noch mal eine Frage, jetzt viel zu spät, aber bei den Freimaurern können da auch Frauen mitmachen? Bei den regulären offiziellen Freimaurern nicht, aber es gibt Freimaurerlogen nur für Frauen und auch für Männer. Gemischt meine ich, da war ich sogar in einem gemischten Hochgrad mal Mitglied und da läuft genau dasselbe wie bei den Männern. Okay, sonst hätte ich unter den Fanfragen die Frage gestellt. Ja. Ja, und erstmal danke, dass ich hier sein darf. dir zu danken. Richtige Ehre hier an diesem Tisch. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, genau. Man spürt richtig, dass man zur Wahrheit gezwungen wird. Aber wir sagen auch übrigens zur Begrüßung immer Drut. Das ist das Wort Truth, also ne, auch geil. Also, mich findet man unter k2the1.com. Da ist so ein kleines Mission Statement über meine Methode. Und wer da so ein bisschen eintauchen will, ich habe auch einen YouTube-Kanal, gleichnamig, K2the1. Und da gibt es eine Playlist mit CAR. CAR ist meine Methode, die ich da propagiere und verbreite. Und da sieht man so Übungen, Atmung, Affirmationsübungen zum Einstieg. Ich schreibe auch gerade ein Buch. Demnächst wird es dann auch so richtige, kompaktere, strukturierte Sachen geben, aber wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal kann man mich finden. Bei Instagram habe ich jetzt auch angefangen, da habe ich 20 Jahre drüber gewartet, aber immerhin, jetzt kann man mich da auch kontaktieren. Ansonsten, ich bin in Köln. Für jedermann, das Interessante bei CAR ist, dass jeder ein eigenes Programm bekommt, individuell, und deswegen, man kann mich kontaktieren und ja, ich freue mich auch in Zukunft dann weiter auch mit euch allen in Kontakt zu bleiben, weil es stehen ganz interessante Sachen an. Das Wichtigste haben wir eigentlich vergessen. Wir beide haben auch zusammen noch Seminare in Planung, die auch noch kommen werden. Ja, das kündigen wir dann noch an. In real, genau, weil schön und gut, dass alles hier transhumanisiert oder wie auch digitalisiert wird, aber wir sind eigentlich so analoge Kerle. Also wir in der analogen Welt verwurzelt und da bieten wir auch die meiste Hilfe an. Sehr schön. Das Schienbein von Charles ist jetzt ready für den Kickbox-Fight. Unterm Tisch. Low-Kick kann man nicht digital vermitteln. Hey, warte mal, Munke, du gehst auch manchmal gerne auf Ü50-Partys? Ja, das sind halt die kaufkräftigsten Damen. Ne? Ich sage euch immer, lasst die alten Frauen in Ruhe. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Also, da bist du hier an der falschen Adresse leider. Ja, da haben sich zwei gefunden. Ne? Ja, reden wir gleich weiter, wenn die Kamera aus ist. Ne? Richtig. Alles klar, Leute. Ich habe gehört, der Wettermann ist uns gut gesonnen gewesen. Ja, war egal, was der Wettermann sagt. Diese Show war einfach Granate, Baby. Ja, einfach eine tolle Show. Das war Charles Fleischhauer und mein Bruder Kayvan.